Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Wir fragen uns alle, was haben diese Autos, die hier stehen, mit Borussia Mönchengladbach zu tun? Hallo und guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu einem Abend unter Freunden, von Freunden und für einen Freund. Und das ist zugleich auch unser Gastgeber. Wenn ich das Mikrofon an unser Geburtstagskind übergebe, muss ich was klarstellen. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren gesagt, ich mache keine Außenveranstaltung mehr mit Publikum. Ich habe es bis heute eingehalten. Aber dann hat ein Erpressungsversuch unseres Geburtstagskind mich leider umstimmen müssen. Der ruft mich an und sagt, Braun, du machst das. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Ich komme gerne als Gast, aber ich nehme kein Mikro in die Hand. Da sagt er, dann komme ich mit dem Radlader und kipp dir was vor die Eingangstür, da kommst du nicht mehr aus dem Haus. Ja, und dann habe ich halt gesagt, Hans, ich komme. Nun bin ich hier, aber ich habe nichts zu bereuen. Ich habe so viele liebe, nette, alte Freunde gesehen aus 40, 50 Jahren Rennsport. Ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte, lieber Hans. Dein Erpressungsversuch war eine gute Idee und das Mikro gehört dir. Vielen, vielen Dank, Rainer. Das war ein Ausbremsungsversuch. Ja, manchmal ist mir das bei dir nicht gelungen. Ich möchte auch einmal den Rainer Braun vorstellen. Ich habe diesen Menschen kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und das war in Zolder. Oh Gott. Ja. Ich möchte das also jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was die alles geplant haben. Das war mein erstes Autorennen und danach sind also viele Standtaten mehr oder weniger organisiert worden, teilweise von dir. Teilweise wurde ich also dann auch auf die Schaufel genommen manchmal. So, und ich glaube nicht, dass es einen besseren gibt wie den Rainer, der eine solche Geschichte machen kann. So, und jetzt noch viel schlimmer, ich ärgere den jetzt auch noch. Sondern er hat also mir gesagt, Spickzettel möchte er nicht. So, dann habe ich also gesagt oder gedacht, das wollen wir doch mal sehen. So, ich halte mich da einfach nicht dran. Richtig. So, an und für sich war es geplant, dass ich jetzt also hier so 20 solche DIN A4 Seiten nehme, so, die dann fallen lasse in meinem hohen Alter, dann einen rausnehme und dann anfange vorzulesen. Oder so. So, in etwa. Und soll ich da jetzt mal mit anfangen? Hans, dieses Mikrofon ist ein Nahbesprechungsmikrofon. Ich habe ja keine Ahnung, hör mal. Ja, also, liebe Gäste, wir sind hier und haben uns versammelt, um einen schönen Abend zu verbringen. Wir bestehen mehr oder weniger aus Motorsportler, Fußballer. Die alte Garde hat mich nicht verlassen. Das finde ich sehr, sehr, sehr toll. Die sind inzwischen sehr jünger geworden, habe ich festgestellt. So, und dann gibt es noch also meine Familie. So, und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass sie alle so gekommen sind. Und es war toll, mit den Leuten zu reden. Die haben sofort auf Anhieb gesagt, wir kommen. So, und das ist heute, in der heutigen Zeit, sehr außergewöhnlich und ich bin da sehr stolz drauf. So, und jetzt kommen wir auch, sagen wir mal, so ein bisschen zum Nachdenken. Es gibt eine Menge Leute, die nicht mehr unter uns sind, die mit Sicherheit sehr, sehr gerne gekommen wären. Und ich habe vor exakt 10 Jahren und 2 Tagen, wie der Rainer das eben schon mal erwähnt hat, schon mal ein solches Fest gemacht. Und ich bedauere, dass eben diese Leute nicht mehr da sind. Und ja, wie soll ich es erklären? Das ist der Zahn der Zeit. Da können wir nichts dran machen. Sondern das gehört auch dazu. Und ich habe auch eine etwas traurigere Mitteilung zu machen. Gestern hat dann meine liebenswerte Tochter, die ist Tierärztin, unseren kleinen Rauherdackel einschläfern müssen. Das ist schwierig. Sie hat das so gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ich mal so weit bin, kannst du das bei mir auch machen. Das ist ein bisschen makaber. So, was habe ich denn sonst noch alles Hans, lass uns fröhlicher sein, ja? Ja, da kommt ja jetzt noch alles, ne? Ja, also,
Was ich nicht vergessen darf, ist, dass also wir hier, der Borussia und diesem ganzen Team Borussia, wo ich seit vielen Jahrzehnten mit verbunden bin, dass man mir ermöglicht hat oder es uns ermöglicht hat, dass wir hier in diesem schönen Raum praktisch feiern können. Das ist mir eine Ehre, dass ihr alle gekommen seid. So, und der Rainer Bonhoff hat sich besonders eingesetzt. Wo haben wir den überhaupt? Der hat sich versteckt, aber der ist so im Stress gewesen, dass er sehr wahrscheinlich sitzen muss jetzt. Ja. 2:2, ja. Ja, das ist natürlich besonders schwierig. Also die Steigerung wäre ja gewesen, wenn wir dann gestern also verloren hätten. Das war aber nicht der Fall, sondern mit Unentschieden kann man zwar normalerweise auch leben, aber nicht unbedingt jedes Mal. So, und nochmal, ich finde das toll und es gibt also etwas, was der sehr wahrscheinlich gar nicht gerne hört. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. So, und genau in der Zeit, wo er also Weltmeister wurde, mit den vielen Kollegen, war ich also bei uns auf der Krefelder Straße und konnte hören, wenn die ein Tor geschossen haben. Und danach, beim Auslaufen und Trainieren, kam der Rainer zu meinem Vater auf die Krefelder Straße. Der liebenswerte Vater konnte fast nichts mehr essen und er brachte dann immer mit Eis, Hähnchen, Pommes frites, alles das, was er von seinen Kindern oder meinen Schwestern nicht annehmen wollte, hat er dann mit Heißhunger praktisch gegessen. Die beiden hatten ein tolles Verhältnis, das werde ich dem nie vergessen. Rainer, herzlichen Dank für das alles. Ja? Und ich weiß, dass der das gar nicht hören möchte. So, jetzt geht es also weiter. Dann hat der Rainer mir, der andere Rainer hier, hat mir gesagt, die haben alle Hunger. Und wenn die Hunger haben, dann werden die irgendwann ungemütlich. Da habe ich also volles Verständnis für. Und ich würde sagen, das Buffet ist jetzt eröffnet, sonst kriege ich sie nachher auch noch von allen. Ja? Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche uns einen tollen, schönen Abend. Dankeschön. 80 Jahre Hans Heyer und wir dürfen dabei sein. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich auch eingeladen bin. Und hier, der Gastgeber selber schlägt sich gerade am Buffet durch und jetzt ist er schon wieder abgehauen. Also wir schauen mal, ob wir noch ein paar Gäste finden, die uns heute ein bisschen was erzählen können. Und vielleicht gehe ich mal... Entschuldigung, Herr Heyer. Ich muss doch mal fragen, was gibt es denn hier heute zu essen eigentlich? Also ich würde sagen, das ist also etwas Fischiges, das ist Lachs. Das dürfte ein Schweinebraten sein, ein bisschen Salat. Und ich kann ja schlecht sagen, das ist gut. Das müsstet ihr schon machen. Es ist fantastisch, wenn ich ehrlich bin. Was erwartet uns denn hier noch heute, Mensch? Das ist ja wirklich hier das Who is Who des deutschen Rennsports, des deutschen Motorsports und des deutschen Fußballs. Zumindest hier aus Gladbachs Sicht, oder? Also ich habe also zuerst mal selber festgestellt, dass ich gar nicht wusste, wie viele Leute ich kennengelernt habe. So, und habe auch festgestellt, dass also die Telefongespräche waren sehr, 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 sehr nett und die Zusagen waren umso überraschender, speziell bei den Fußballern, speziell bei diesen alten Fußballern oder alten jungen Fußballern, kann man ja auch nur sagen. Jetzt muss man natürlich wissen, dass ich mit denen sehr viel Zeit damals verbracht habe und auch mit denen mittrainiert habe. So, und man hat also auch versucht, mich manchmal einzuwechseln. Ich kann aber wirklich kein Fußball spielen. Du hast mit denen mittrainiert? Ich habe mit denen mittrainiert. Ich habe also auch sehr, sehr oft auf der Reservebank gesessen, selbst bei Europapokalspielen. Dass wenn man das heute einem erzählt, dann sagt er, der hat sie nicht mehr alle. Das kann gar nicht sein. So, oder sagen wir mal, der Jupp Heynckes war Trainer. Und ich habe ihm sagen müssen, ich sage, vertu dich bitte nicht, ich kann wirklich nicht Fußball spielen. So, und wenn die Bank dann voll war, dann sind wir dann hinter dem Tor gewesen. Und dann habe ich also unseren wahnsinnigen Torwart, den Wolfgang Kleff, geärgert. Während diesem Spiel. Das war an für sich, damals konnte man das fast gar nicht selber merken. Und im Nachhinein fällt einem das natürlich ein. Ja? Und ihr hattet einen großen Saunaclub, oder? Da habt ihr euch wöchentlich getroffen. Den gibt es also immer noch. Der wurde gegründet von dem Norbert Flippen, von dem Berti und von mir und der Bruder von Berti.
So, und das findet also, oder fand zuerst immer entweder beim Berti oder bei mir statt. So, und den gibt es bis heute. So, außer die negative Geschichte ist, dass schon einige Leute nicht mehr von existieren. Das ist natürlich traurig, aber den Weg gehen wir irgendwann ja auch alle. Ne? Ja. Umso wichtiger, heute den 80. Groß zu feiern und das machst du und das freut mich wahnsinnig und ich bin wirklich glücklich, hier heute sein zu dürfen. Hans, das ist wirklich große Ehre. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, ich freue mich, dass du hier bist. So, und ich habe das eben, glaube ich, schon mal erwähnt. Das, was ihr da, oder du speziell mit dem Rainer Braun da machst, das ist sensationell. Und die Resonanz, die ich also bekomme jeweils, das ist also an und für sich auch sensationell. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser Sendung oder diesen Sendungen. So, und weiter so. Ja, danke. Ich finde das einfach toll. Jetzt isst du mal, damit nicht alles kalt ist, oder? Ah, aber das ist nicht so schlimm, ne? Okay. Bleiben Sie doch mal gleich hier. Jetzt müssen wir müssen auch noch mal reden. Also, Okay. was können Sie denn mit Hans Heyer? An was denken Sie, wenn Sie an Hans Heyer denken? Wenn ich ans Heyer denke, ja, da gibt es nur eins, Vollgas, immer vorne dran und wehe dem, es hat mir nicht so gepasst, hat er gesagt, entweder schleich dich oder, ja, weil er war ja immer einer, der vorne gefahren ist. Ja, vorne fahren wollte zumindest, ne? Ja, aber er ist meistens vorne gefahren. Ich Mit würde eher ihm Teamchef. zusammengefahren bei Oder, Zackspeed und ich sag mal so, meine Ära kam dann ein bisschen später mit Porsche 962, Eben, ganz genau, Le Mans Sieg 1994, also und da war er schon wieder etwas auf der anderen Seite des Lebens. Was ist denn so dein bestes Erlebnis mit Hans? Ach Gott, da brauchen wir mehrere Abende dazu. Ja, schon, oder? Aber was sich bei mir tief vergraben hat, ist eigentlich die Erstbekanntschaft in Zolder 1970, wo wir mit 4 Köpfchen BMW angetreten sind. Helmut Kellners, Hans-Joachim Stuck, Walter Struckmann und ich. 3 Autos standen in der ersten Reihe, du kennst das Bild. Wir haben neulich drüber gesprochen und haben es neulich eingeblendet, ja? Und dann haben wir uns aufgeregt, dass es da einen 5. Köpfchen gibt und wir sind zum Teamchef und haben gesagt, du, lieber Köpfchen, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier mit 5 Autos rumhantieren. Sagt, macht euch keine Gedanken, das ist ein neuer Mann, der kommt aus dem Kart, der hatte gebrauchte Karosse, einen gebrauchten Motor, der kann nichts, der muss alles noch lernen, der existiert für euch gar nicht. Der steht auch ganz hinten. Ja, der stand auch noch beim Start ganz hinten, war aber in der Zwischenzeit zu Hause in Wegberg, in seiner Werkstatt und hat das Auto mal irgendwie, frag mich nicht, auf Vordermann gebracht. Ich weiß auch nicht, ob man den hätte aufmachen dürfen hinterher. Jedenfalls hat es keine 2 Runden gedauert und er hat geführt. Während unser einer im Zaun hing, der Kollege Stuck der Einzige war, der noch Paroli geboten hat, aber der hat auch dran glauben müssen und am Ende hat der Heyer gewonnen, der Stuck war Zweiter. So einfach war das. So, und dann hat der alte Vater Stuck einen riesen Terz gemacht, weil der Sohn hätte gewinnen sollen, hat den Köpfchen zur Rede gestellt und hat gesagt, der Köpfchen, das können Sie nicht machen, wir haben doch besprochen, Sohn und überhaupt und wer ist denn das überhaupt? Dann hat der Köpfchen den Heyer in den Senkel gestellt, lautstark, dass es jeder gehört hat, dann hat er sich umgedreht und sagte, Hans, gut gemacht, bist engagiert. So, der Anfang einer großen Karriere, muss man sagen, oder? Und seitdem hatten wir mit dem Kerl zu tun, mit seinen Tricks, mit seinen unglaublichen Geschichten, mit seinen Frechheiten. Der Sport hat von ihm unglaublich viel profitiert und der Sport hat auch bemerkt, dass er nicht mehr da war plötzlich und dass er aufgehört hat. Weniger Spaß, weniger Gelächter, weniger Durcheinander. Wenn ich irgendwo Veranstaltungen moderiert habe, wo der Hans dabei war, dann haben wir grundsätzlich die Moderationskarten geklaut oder alles durcheinander gewürfelt. Irgendwas war immer. Hast du sie noch heute? Ich habe sie noch. Ja, okay, alles klar. Also ist er noch nicht rangekommen. Nee, ich habe auch noch als Ersatz eine weitere Doppelausgabe dabei für den Fall, dass er da vorne was anstellt. Ich wollte gerade sagen, und du hast natürlich deine bessere Hälfte dabei, die immer so ein bisschen aufgepasst hat auf dich, auf der Rennstrecke und heute wahrscheinlich auch. Die passt auch heute auf. Die passt seit 55 Jahren auf mich auf. Das ist auch gut so. Umso schöner, dass wir uns hier heute mal wieder treffen. Gerne. Rainer, wir freuen uns auf den ganzen Abend mit dir. Und Carsten, eins muss ich dir noch sagen. Ja. Corona hat schon was Gutes angerichtet. Oder? Hätten wir kein Corona gehabt, hätten wir uns nie kennengelernt und ich hätte nie aus Langeweile mit dir die Podcasts gemacht. Never. Siehste. Und was ist jetzt? Corona hat uns uns nicht mehr los davon. So ist das jetzt. Jetzt sind wir für immer vereint. Hier. Ja, so Rainer, ist es. Vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Schönen Abend noch. Danke, Gell? danke. Miteinander. Ciao. Jetzt haben wir schon Rainer. Jetzt gucken wir mal, wen wir hier noch so finden. Und ich glaube, das ist der Armin Hane. Da müssen wir jetzt kurz hin. Eben saß er alleine, jetzt ist die Frau wieder dabei. Armin, können wir ganz kurz sprechen über Rainer? Darf ich mich zu dir setzen?
Was ist denn so dein wichtigstes Erlebnis mit Hans oder was verbindest du mit ihm? Ich verbinde mit ihm, weil ich kam ja als ein sehr junger Frischling in die Rennsportmeisterschaft. 76, da habe ich mein Ford-Werksvertrag unterschrieben mit Mike Kranefuß. Durfte in dem Jahr noch 2 Rennen fahren in Nürburgring und Hockenheim. Nürburgring war nicht so gut, da bin ich auf dem Castrol-Auto gefahren, eine Gruppe 4 in 76. Wurde ich, glaube ich, 7. Und in Hockenheim durfte ich das Europamöbel-Auto fahren von Klaus Ludwig, weil der ein ein Formel-2-Rennen fuhr in irgendwo. Und das war mein erster Kontakt mit Hans, so richtig, weil es ging direkt ganz gut und ich dachte, jetzt weiß ich, wie es geht. Und ich war auch in Führung liegen bei einem Rennsportmeisterschaftslauf. Ich war vorher, glaube ich, 5 oder 6 Tourenwagenrennen gefahren auf Escort Gruppe 1 B im Rundstreckenpokal, weil ich kam ja aus dem Kart. Und dann dachte ich, okay, das wirst du schon irgendwie hinkriegen. Weil ich kam führend ins Motodrom, konnte leider das Rennen nicht beenden, weil ich einen Plattfuß hatte. Jörg Obermoser wollte mich ausbremsen mit so einem BMW, ist mir hinten ans Rad gefahren und dann musste ich leider aufhören. Ja, und dann im nächsten Jahr fuhren wir ja die Gruppe 5. Sachs-Peter hat 2 Autos aufgebaut, ich war Werksfahrer, war ganz stolz. Und mit dem Erlebnis von Hockenheim kam ich dann nach Zolder und wurde dann je zurückgeholt, weil es reicht ja nicht, wenn du nur Gas gibst, du musst dich ja um alles kümmern. Ja? Und ich wusste gar nicht, dass der Hans eine Standleitung nach Niederzissen hat, weil wenn der mal nicht da war, hat er mit denen telefoniert und der wusste alles. Und, Gott sei Dank hat der Hans mich als Mentor so ein bisschen angenommen, weil der Hans war ja auch sehr kartlastig und fand das toll. Der hat auch geholfen, dass ich diesen Job bekam. Ich habe eine Ausscheidung gemacht unter Michael Kranefuß in Hockenheim mit ein paar Fahrern und da wurde ich auserkoren. Und Hans hat mir dann sehr viel beigebracht. Nicht unbedingt was die Fahrerei angeht, sondern mehr das Tricksen drumherum und abstimmen und dass man auch mit Journalisten sprechen muss und mit den Mechanikern ordentliche Aussagen treffen muss, damit man die auch motiviert. Also so einen richtigen Grundkurs, weil aus dem Kart und bei den paar Rundstreckenrennen war ich das nicht gewohnt. Und da bin ich ihm heute noch sehr dankbar. Weil der Hans war auch ein Teamkamerad, es gibt ja viele, die so ein bisschen Politik machen und auch link werden manchmal. Hat der Hans nie gemacht. Er hat nur, wenn ich zu nah dran war oder auch schon mal vor ihm war, hat er halt nichts mehr gesagt. Und, ja, genau. Und sehr geradlinig. Ich kam immer gut aus mit ihm. Ich bin dann 2 Jahre bei Sachs-Peter mit ihm gefahren. Hatte dann leider nicht das Vergnügen, den Capri zu fahren. Ich fuhr dann mit dem Escort als Turbo aufgerüstet weiter. Habe auch viele Tests mit dem Turbo gefahren, noch Nürburgring Südschleife, untenrum. Aber ich habe immer gute Erinnerungen an Hans, weil der ist ein Macher und er ist jemand, der auf allen Seiten Gas gibt. Und ich glaube nicht, dass der Hans das Wort Demut kennt.
Also, dass man sich mit einer Situation anfreundet, macht der Hans nicht. Der Hans gibt immer Vollgas. Ich glaube auch in seiner Firma. Und hat mir immer mächtig imponiert. Und ich habe ihn dann später wieder getroffen. Dann sind wir zusammen auf dem BMW, auf dem belgischen BMW bei Yuma heißt das Team. Waren wir sehr erfolgreich. Haben in Spa zweimal die 24 Stunden gewonnen, einmal auf dem 5,28, einmal auf dem 6,35. Aber da gibt es viele Geschichten, die uns verbinden, die man eigentlich gar nicht erzählen darf. Also, hören wir zu, das war's zu Hans Heyer und ich freue mich auf die nächsten Geschichten. Und eben ist hier am Bild vorbeigeruscht Christian Menzel. Kennt ihr Christian Menzel? Da steht er und macht schon wieder hier. Menzel, Helmdesigner, musst du deine Story denken, was du früher erzählt hast. Da muss man einfach nur das Mikro reinhalten. Da muss man gar nicht so viel machen. Ist das hier jetzt live oder wie? Ja, natürlich live. Christian Menzel, Mensch, dass wir uns hier sehen, da freue ich mich aber ganz besonders. Ja, freue ich mich auch. Die ganze alte Schule Kernmannschaft ist hier heute vertreten, wa? Absolut. Nein, ich bin ein bisschen spät dran, aber jetzt bin ich hier, Gott sei Dank. Ja, ich gesehen, der Aachener Klüngel ist auch da. ja geil, ne? Herrlich. Herrlich. Erzähl mal, Mensch, was verbindest du mit Hans Heyer? Mit Hans Heyer verbinde ich Folgendes. Man ist ja mal jung und klein. Und ich habe ja als kleiner Bub früher alles gelesen. Sportauto, Automotorsport, Rallye Racing. Und da war immer dieser Typ mit dem Tiroler Hut. Da fuhr er erst einen Escort mit Mampe drauf. Den hatte ich dann als Caravan-Auto. Später ein Capri hatte ich auch als Caravan-Auto. Den Harald seine Autos hatte ich als Caravan-Autos. Und ich bin ja als kleiner Junge auch früher mit meinem Papa immer die Nordschleife gefahren. Und habe dann im Fahrerlager den Typen mit seinem Tiroler Hut gesehen. Das war für mich als kleiner Bengel, als Grundschüler, war das einfach einer meiner Heroes, ne? Logisch. Und das verbinde ich mit Hans Heyer. Ich habe ihn dann ja irgendwann auch mal persönlich kennenlernen dürfen und habe dann gemerkt, ist auch ein super geiler Typ, so wie viele von den Jungs geile Typen sind. Und nein, es ist wirklich einfach toll und ich bin auch ein bisschen stolz, dass er mich eingeladen hat, weil ich meine, er kennt so viele Menschen. So geht's mir auch. Und er hat mich angerufen und gesagt, er hätte eine Liste, da wären viele Leute drauf und ich wäre bei denen, die er gerne einlädt. Sowas hat er bei mir nicht gesagt, verdammt. Siehst du? Ganz genau, da bin ich dir wieder einen Schritt voraus. So eine Pflichteinladung. Nein, und ich hatte mit ihm auch vor einigen Jahren, das war 2016, hatte ich mit ihm auch ein tolles Erlebnis. Ich habe ja mal für Automotor Sport Channel auch mal ein Format gemacht, das hieß Menzel trifft. Das versuchen wir jetzt gerade wieder zu beleben. Du hast mich nur nachgemacht. Ja? Es gab's alles schon. Aber mit Bild ist immer so ein bisschen, mit Ton, das ist das, was die Zukunft ist. Du bist ungeschlagen gut, überhaupt keine Frage. Nein, und wir haben damals ein geiles... wieder zum Glück. Wir versuchen das wieder zu beleben, wollen aber in keinster Weise... Wenn ihr da noch mal eine Lücke reinstechen könnt. In die Konkurrenz zu dir treten. Das, was du machst, ist traumhaft schön. Das finden auch alle bei Motorpresse Stuttgart toll. Und was wir damals gemacht haben, fanden wir auch gut. Und ich glaube, im Grunde ist es ja so, dass uns ja dieses Thema verbindet, die alten Heroes nochmal abzuholen, mit ihnen über ihre Zeiten zu reden. Und wir haben ein sehr elitäres, geiles Publikum, Menschen, die drauf stehen. Das ist kein Massenprodukt. Alte Schule nicht, das, was ich gemacht habe, auch nicht. Und ich hatte damals als allerersten Gast Hans Heyer. Erstmal, wir hatten mehrere Ideen. Ich habe gesagt, dann nehmen wir den Heyer. Wegberg ist nicht weit weg von Köln, weil da ist die Redaktion. Dann können wir da relativ easy hinfahren. Ich weiß, dass der Olle Heyer auch noch einen Haufen Autos da stehen hat. Ich sage, geiler kann es nicht sein. Unglaublich, oder? Und es waren 2 Tage mit ihm. Da können wir einen Podcast drüber machen. Das war so toll mit ihm, diese 2 Tage. Er auch, diese Zeitreise. Und am Schluss waren wir in Niederkrüchten auf der Jokertbahn, haben wir, wo er mir dann sagt, da haben wir damals den Asphalt geliefert. Ich sag, da bin ich 1981 das erste Mal Leikart gefahren. Also so schließt sich dieser Kreis. Ja. Und dann ist er noch Jokert gefahren. Ich bin gefahren, er ist gefahren und der fuhr wirklich gut. Also der ist Kartfahren durfte ich nicht mit ihm. Jetzt ist er 80, da war der irgendwie 75, 76, der ist gut gefahren. Aber ich sag dir was, bei uns war das so, so stelle ich mir damals, habe ich mir die Sitzung mit Angela Merkel vorgestellt. Wir haben 7 Stunden uns gegenüber gesessen, keiner hat gezuckt, irgendwann hat ein Mitarbeiter Brötchen gebracht, keiner ist aufs Klo gegangen, keiner ist einmal aufgestanden. Das war wirklich ein langes Gespräch, 7 Stunden, war das bis jetzt mein längster Podcast.
Ja, ich weiß, das ist ja das Problem bei dem, der anfängt zu quatschen, hört ja nicht mehr auf. Ich habe manchmal Fragen gestellt und dann hat er eine Dreiviertelstunde erzählt und am Ende der Dreiviertelstunde gesagt, das schneidest du aber raus, das oder? Sagen die, dann das kommt er aber nicht rein. Sagt man mir ja auch nach, dass es dann kein Ende nimmt. Er hat mich angerufen und mich persönlich zu seinem Geburtstag eingeladen. 1,5 Stunden, der hat mir meinen kompletten Vormittag durcheinander gebracht. Ja. Mein ganzer Plan, mein ganzes Konzept war im Arsch. Ja. Ich weiß. Und irgendwann habe ich gesagt, Hans, tust mir jetzt einen Gefallen, wir müssen aufhören. Ich kann nicht mehr, ich muss. Weißt du, wo ich das hatte? Das hatte ich Heiligabend. Heiligabend hat er mich angerufen und sagte, ich wollte dir noch mal schöne Weihnachten wünschen. Und nach auch einer Stunde stand meine Familie so um mich rum und gesagt, Hans, ich muss jetzt zum Essen. Und er so, ich auch. Nein, sensationell. Ja, herrlich war's. Ja. Ich habe die Tage dann nochmal im Büro angerufen, um noch ein paar Informationen abzuholen. Da hat er aus dem Hintergrund schon wieder so nach vorne geschrien, hat gehört, dass ich dran bin und so. Ja, sensationell. Also es ist wirklich toll hier. Ja. Und hier ist ja wirklich das Who is Who des Motorsports. Ne? Also das sehr ist ja, schön, oder? Ja, dass wir dabei sein dürfen. Du gehörst dazu, ich bin nur Anhängsel. Nein, ich bin ja hier der Youngster. Also ich habe ja eigentlich gar nichts verloren. Arno, was ist für dich als Journalist die schönste Erinnerung an Hans Heyer? Warum ist er immer so ein Geschenk für Journalisten gewesen? Nein, der Hans Heyer, den kann man nicht auf einen Event zurückführen. Da gibt es einfach viel zu viele. Also was mir wirklich als Journalist auffällt, wenn man über den Namen Heyer redet, dann ist leider Gottes ein negatives Ereignis damit verbunden, nämlich sein schwerer Unfall am Nürburgring. Daran können sich unheimlich viele erinnern, was mich auch wieder erstaunt, weil die Bilder muss man ja suchen im Internet. Die hat ja keiner mehr präsent, aber da erinnern sich halt viele dran. Vielleicht, weil er sich gleich wieder seinen Hut übergezogen hat, oder? Ich habe gerade noch die Frage gestellt bekommen, ich schäme mich eigentlich dafür, dass ich nicht erklären kann, also ein Fußballer, der das ja nicht wissen muss, dass ich nicht erklären konnte, wo kommt der Ursprung des Tiroler Huts her. Sollte man wissen, ich weiß jetzt auch nicht. Eben, genau. Da sind wir jetzt schon zu zweit und ich glaube, wenn du jetzt hier durch die Runde gehst, da wirst du noch viele hören. Das machen wir jetzt. Wir fragen jetzt rum, wo der Tiroler Hut herkommt. Einer seiner Freunde, der gerade sitzt, der Conny Mühren, hat mir gerade gesagt, der wirklich mit ihm befreundet ist, auch zum Saunaclub gehört, der hat mir gesagt, ich weiß es, aber hab's nicht mehr, ich könnte es dir jetzt nicht mehr erzählen. Also er hat mir das irgendwann mal erklärt, also ich müsste es wissen, aber ich habe es jetzt heute Abend, wo du mich fragst, nicht auf dem Radar. Schlecht also der Hut muss schon lange existieren. Ja, scheinbar. Aber das klären wir heute Abend noch auf. Heute Abend wird es noch erklärt. Wird interessant sein, weil irgendeinen finden wir. Es gibt kaum ein Bild ohne Hans Heyer, ohne den Tiroler Hut. 80 Jahre Hans Heyer. Ja. Woher kennt ihr euch? Kauft ihr dir manchmal irgendwie Panzer ab oder irgendwelche Sachen? Der Hans hat bei mir schon eine Menge Ersatzteile gekauft und auch schon 2 Autos. Tatsächlich? Was kauft Hans Heyer bei dir? Ja, der hat natürlich angefangen mit einem Hummer. Ne? Dann hat er so einen kleinen Jeep gekauft. Und dann hat er mir auch kurze Fahrstunden gegeben, hat aber direkt nach 10 Minuten gemerkt, dass das bei mir total aussichtslos ist. Und sonst telefonieren wir nur ab und zu für technische Schweinereien. Okay, aber ist ja immerhin schon mal was, oder? Ja. Was kann man Hans Heyer noch beibringen oder bringt er dir was bei? Ja, musste immer so, ich mache immer direkt die Ohren auf, so, wenn der Hans anfängt zu reden, weil da kannst du immer was lernen. Er hat alles gemacht. Hat damals noch wirklich geschraubt. Der hat das ja gefahren und hat das so geschraubt. Und für mich als Schrauber ist das natürlich total geil, weil der Hans gesagt hat, pass auf, dann haben wir das so gemacht, dann haben wir das abgesägt, dann haben wir das umgeschweißt. Genau das, was man so auch, warum habt ihr das nicht so gemacht? Genau hat er das so gemacht. Der Hans ist halt wirklich noch einer von denen damals, die das halt alles selbst gemacht haben. Die haben sich nicht pudern lassen und haben sich dann in so ein Auto reinschmieren lassen, sondern der Hans hat das selbst zusammengebaut und ist dann damit gefahren. Warum hast du bei dem Wort pudern lassen so auf mich gedeutet? Nee, hat damit nichts zu tun. Achso, okay, alles klar. Nein, ist wirklich ein ganz großer Bastler. Irgendwie finde ich, habt ihr viel gemeinsam. Und vielleicht kannst du ihn noch mal zum Flugzeug überreden. Auf die alten Tage. Ja, habe ich schon versucht. Nee. Außerdem hatte ich Angst, dass der nach 2 Stunden besser fliegen kann als ich. Das wäre ziemlich scheiße für mich. Michael, danke. Schönen Abend noch. Ciao. Ja, also guten Abend, liebe Familie, liebe Freunde. Ein ganz besonderer Tag ist das heute. Nicht nur für das Geburtstagskind. Jeder hatte und hat seine Begegnungen mit Hans. Lauter Begegnungen und Geschichten, die ihr heute alle bitte nochmal durchlebt. Natürlich ist der Abend auch begrenzt. Ich weiß, was da alles los war in eurer Generation, aber ich denke, heute ist ein toller Rahmen, um all die Geschichten, die ihr miteinander hattet und untereinander hattet, nochmal hochleben zu lassen. Darauf schon mal ein großes Respekt. 80 Jahre, was eine Zahl. 80 ist eine sehr, sehr lange Zeit. Das sind schon ein paar Jährchen. Bei dem anderen sieht man das sogar. Natürlich können wir alle eine Geschichte erzählen, eine Anekdote, einen Moment,
wo sich die Leben begegnet oder gekreuzt haben. Wir Menschen haben alle unterschiedliche Leben vorzuweisen. Wenn ich hier so durch den Raum schaue, reicht es sogar bei dem einen oder anderen für 2 Leben. Ich möchte jetzt nicht von Pflegefällen sprechen, Wolfgang, aber ihr wisst, was ich meine. Und man sagt auch immer schnell bei eurer Generation das Besondere oder ihr seid etwas Besonderes. Sei es jetzt die gegenseitige Wertschätzung. Klar, es hat der ein oder andere auch die Tage am Telefon so Sachen gesagt, also ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen, was ich die letzten 2 Wochen am Telefon erlebt habe. Sowas wie, ach du Scheiße, der wird 80. Oder, boah, wann muss ich denn kommen? Oder was ich auch sehr krass fand, ich hatte eine OP an meinem linken Hoden, das ist wirklich passiert, meine Damen und Herren. Also den Menschen habe ich 2-mal in meinem Leben gesehen und er hat dann zu mir wirklich wortwörtlich am Telefon gesagt, ich habe ein linkes hartes Ei und ich werde am Donnerstag operiert. Und ich weiß noch nicht, ob ich komme. Er ist aber anwesend. Ihr könnt ja herausfinden, wer es war. Vielleicht kann die eine oder andere Dame dann ein Tastprogramm loslaufen lassen. Ja, schon krass. Auch in meiner Generation braucht man da schon mal 2-3 Tage. Ne? Ja, am Ende ist es so, ihr frotzelt viel übereinander, aber ihr seid auch immer mit einer gewissen Wertschätzung ausgestattet. Also egal, mit wem man von euch diskutiert, übereinander, gegeneinander, ob der Stuck den Ludwig mag oder andersrum. Das ist immer so eine gewisse Wertschätzung da, die man von außen, und das ist auch wieder so ein Teil, das ist was Besonderes. Ihr seid die Generation, die noch von Vätern gelernt hat, die sonntags ein weißes Hemd angezogen haben und wo die Familie Werte hatte, die oft das Oberhaupt vorgelebt hat. Familienoberhaupt war damals ein Weltverbesserer für alle Familienmitglieder und nicht nur ein unorientierter Teenager oder Klimaaktivist. Es waren Kriegsväter, die allesamt mit ihren Frauen ihr eigenes Schicksal und Erlebnis in die Hand genommen haben, keine Ausreden kannten, Stein für Stein erst aufgebaut, weitergebaut haben und auch niemals aufgehört haben. Nicht nur für euch und eure Familien, sondern auch für die Kumpels, Nachbarn, Arbeitskollegen oder Freunde. Wir streuen heute in unserer Generation und wertschätzen das nicht, so Floskeln wie "the sky is the limit", ist es doch die damalige Generation eurer Eltern und eure, die diesen Satz tatsächlich gelebt hat. Unter solchen Eltern ist auch der kleine Hans groß geworden. Wenige Zeitzeugen der besonders jungen Jahre können bestätigen, was da eigentlich so beim Hans los war, bis er dann endlich mal 16 bis 18 Jahre alt war. Wer all den Unfug wissen will, kann gerne seine beiden älteren Schwestern fragen, die selbst heute noch damit zu kämpfen haben. Da gibt es mehr Geschichten, als man glauben kann. Wir hatten jetzt am Donnerstag, wo Hans ja Geburtstag hatte, so ein kleines Sit-Together, wo beide Schwestern da waren und man sah deutlich Spuren im Gesicht, die von Hans ausgelöst wurden. Ich kann zum Beispiel eine Geschichte erzählen, dass Hans mal, nachdem beide Schwestern der Meinung waren, der kleine Hans sollte sauberer werden und nicht mit dreckigen Schuhen in der Bude rumlaufen, hat Hans kurzerhand, ihr kennt alle die alten Ölkännchen, die ganze Bude ausgesaut und sich damit Gehör verschafft. Beide haben ja am Donnerstag nochmal wirklich bestätigt, dass das eine manische Nummer im Leben von den beiden dargestellt hat. Der Opa Hans ist dann damals nach Hause gekommen und hat dem Jungen erstmal zur Seite gestanden und den Mädels erstmal klar gesagt, wo der Hammer hängt. Lotte Jungens Mache, der wird später uns Chef. Ein paar Minuten später gab es dann so ein Sit-Together zwischen Hans und seinem Vater. Ich war ja leider noch nicht geboren, wo er ihm erklärt hat: Hans, ob du Idiot, du kannst dich die ganze Bude dreckig machen, das geht so nicht. Aber recht hast du es trotzdem. Ein Leitfaden der Erziehung, den auch Ralf und ich genießen dürfen. Erstmal Einheit und dann Feinjustierung. Lob und Tadel und immer wir. Wir sind eine Einheit. Die Familie immer eine Einheit, gemeinsam stark. Wir, finde ich, ist ein tolles Wort. Wie auch das Wort Einheit. Mein Lieblingswort aus eurer Generation ist aber ganz klar Werte. Werte schaffen. Alles starke Attribute eurer Generation. Dafür dürft ihr euch auch gerne mal selber applaudieren. Am Ende kommt aber auch der Realismus im Leben einer jeden Familie und alle haben es wirklich eingesehen, der Hans muss ins Internat. Eifel hieß es dann. Direkt am Nürburgring. Ich meine, jeder macht mal Fehler, aber der ist, glaube ich, mit einer gewissen Tragweite verbunden. Hans hat es dann auch tatsächlich geschafft, an seinem Amtsantritt mit einem kompletten Koffer voller Werkzeug aufzukreuzen, ist Tatsache, ohne Anziehsachen. Was wiederum für Theater in der Familie gesorgt hat. Und der kleine Hans, ich kann mir den immer noch nicht vorstellen, wie der so war, wo der Kleine war, hat zu seinem Alten gesagt: Dann mach ich jetzt so, du hast mich russisch Schmille und ich mache hier eine Werkstatt ob. Als kleiner Bub fing alles an, ohne Tickets im Fahrerlager, bei allen Stars der damaligen Formel 1. Ich meine, jeder, der heute aus dem Motorsport da ist, weiß, was das für Typen waren. Ich meine, die alte Formel 1, das waren alles
So ein bisschen wie die Space Cowboys in diesem amerikanischen Film, wo die Alten da ins All geschossen werden. Das war schon irgendwie eine andere Welt. Also wir gucken auch heute in unserer Generation liebend gern diese alten Videos und diese alten Dinge, weil das so astronomisch weit weg ist von der heutigen Zeit. Ich kann nur jedem empfehlen, das Google-Thema auch mal für sowas zu benutzen. Ja, Hanslich, motorsportlicher Bacillus, war damit eingeimpft und eine unbeschreibliche Reise begann. Das wird ja aber später noch von den paar Zeitzeugen, die es gibt, noch positiv wie negativ durchleuchtet werden. In den besagten 80 Jahren hat Hans dann im Motorsport fast alles erreicht. Natürlich in seiner Higherline-Art, wie wir ihn alle kennen. Talentiert und zeitgleich ausgefuchst ohne Ende. In der Firma zusammen mit seinem Schwager Josef Bomb, der auch leider schon verstorben ist, in der zweiten Generation einen Betrieb aufgebaut in der Nachkriegszeit, der genau auf diese Werte der Elterngeneration basiert. Ihr beide seid unterschiedlicher gewesen wie Schwarz und Weiß, aber in der Sache vereint und eure gegenseitige lebenslange Wertschätzung war gigantisch. Ich kann mich an sehr, sehr, sehr viele Gespräche erinnern, wo man in einen Raum gegangen ist, wo wir uns wirklich, sowohl ihr als Zweier, wo wir nicht bei waren, nachher mit Ralf und dann, wo ich dann noch dazu komme, wo wir in den Raum gegangen sind und waren wirklich unterschiedlicher Meinung. Wir haben es bis heute immer hinbekommen, dass wir am Ende, wenn wir den Raum verlassen haben und manchmal auch erst einen Tag später, dass wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, eine gemeinsame Linie. Und das ist auch eine deiner größten Eigenschaften, die du hast, dass du das auch zulässt und dich nicht grundsätzlich durchgesetzt hast, sondern du hast uns auch machen lassen. Du warst und bist ein toller Lehrmeister für Ralf und mich und auch heute noch das Netz unter einem. Jeder Vater sollte diese Rolle ausfüllen, ohne es aussprechen zu müssen, aber das beherrschst du definitiv und ist einer deiner wichtigsten Charakterzüge. Wir wissen und schätzen auch nun im hohen Alter nach wie vor, dass egal wie es brennt, egal was schief laufen würde, die Familie ist eine Einheit und du bist da, ohne dich wichtig zu nehmen. Da sind sie wieder, diese Werte von damals. Aus dem Motorsport, der Firma und dem besagten langen Leben entstehen viele Wegbegleiter und Freunde. Da ist der Fußball, vor allem unsere Borussia, Europapokalabende auf der Bank, Freundschaften, die entstanden sind über all die Jahre, die bis heute Bestand haben. Deshalb ist das heute, finde ich, auch persönlich ein toller Rahmen, wo wir hier feiern, weil es diese Verbindung schon seit vielen, vielen Jahren tief in die 70er zurückgibt. Da ist die Saunatruppe, die gefühlte 100 Jahre Bestand hat. Auch dies funktioniert nur, wenn man so ein Leben führt wie du und deine Jungs. Im Motorsport hast du viele Menschen kennengelernt. Das Leben geht auch immer weiter. So kamen immer auch wieder weitere Begegnungen und Freundschaften. Auch heute noch. Ein Robert sitzt hinten. Nochmal persönlichen Gruß von meiner Seite. Günni ist da. Heute noch dritter Applaus am Nürburgring. Thomas, Andi, Familie Herbst. Alles Leute auch der neuen Generation. Freunde von mir, die Zeit mit dir verbringen dürfen und zu deinen Fans und Freunden wurden. Charakter und Typen sind weitere Attribute eurer Generation, die euch beschreiben und eine besondere Faszination bis in die heutige Zeit auslösen. Ich kann euch nicht alle aufzählen, aber alle heute sind ein Teil dieses Weges und glaubt mir, ihr seid alle gewertschätzt. Klar, in diesem Alter jetzt gab es auch schon Verluste. Der ein oder andere ist hart zu verkraften. Dein geliebter Domingos, ein Rainer Alberts, Henry aus der Saunatruppe und weitere Menschen, die den Weg schon verlassen haben. Aber jetzt von oben zuschauen, dich, uns und ihr gemeinsames Leben feiern, da sind wir uns doch alle sicher. Ich glaube, wir können den Teil Freunde abschließen, indem wir steif und fest behaupten, ihr seid schon ein ziemlich geiler Haufen. Privat bist du ein Vater, der neben den besagten Werten auch auf die Karte Familie gesetzt hat. Das Leben ist lang, ich sagte es eingangs bereits. So warst du zweimal verheiratet, musstest da aber nach nicht so langer Zeit, ich sag jetzt mal als zweite Generation Sprössling, etwas nachjustieren. Erst kam ich, das natürlich absolute Lebenshighlight, nochmal vielleicht. Dann meine Schwester. Alissa wollte mit 3 Jahren schon Tierärztin werden und hat dies auch in Selbstständigkeit durchgesetzt. Auch hier von mir nochmal, Alissa, unglaublicher Applaus. Auch hier zeigt sich wieder, wie lang ein Leben ist, wenn man so seinen 80. feiert. Ein langes Leben, viele tolle Momente. Sei es gemeinsam mit Marion im Motorsport die Welt bereisen. Später kamen dann die Kinder, der Familienbetrieb mit all seinen Facetten, positiv wie negativ. Tolle Urlaube, Schweiß, Geburtstage und wie bei allen Menschen sowohl Highlights wie auch die eine oder andere Krise. Aber Achtung, auch schwierige Zeiten, wie bei jedem Menschen. Jeder, der dich aber genau kennt, weiß speziell in einer Krise um deine sehr positiven Eigenschaften und Tugenden. Denn du hast bei einem der Besten gelernt und dann, wenn es drauf ankommt, bist du einer dieser wenigen Menschen, der diesen Leitsatz Stein auf Stein setzen und alles tun und hör ob zu Galle.
Ich glaube, die Poms, die Hayers, unsere weiteren Familienmitglieder und unsere Freunde wissen alle, was wir speziell in schlechten Zeiten an dir haben. In guten und vor allem schwierigen Zeiten. Kurzum, wir haben einfach Glück. Ja, also ich kann mich an Sachen, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber wir haben zum Beispiel so eine Story, meine Mutter hat immer hart gekochte Eier gemacht, also wie so eine Familie halt ist, ne? Wird doch gönnen, muss doch sparen, ne? Hat teure Geld da an der Tankstelle und so. So ein Ei ist auch scheiße nach 12 Stunden, kann ich euch nur sagen. Aber wir sind irgendwann zwischen 2,50 und 2,80 gefahren, Alissa mit ihrem Zoppelzopf hinten und ich, gab keine iPads, kein iPhone, wir waren so in der 4. Stufe des Krieges auf der Rückbank. Hat meine Mutter ein Ei an die Scheibe geschlagen und jeder Rennfahrer wird bestätigen, eine Vollbremsung entstand und Hans dachte, ein Reifen ist hier platzt. Ja, normale Menschen fliegen nach Spanien in Urlaub, ne? Ich dachte, das ist ja schon alles ein bisschen besonders. Naja, egal ob die Kilometer im Boot, Flugzeug oder Auto, auf dem Weg zur Strecke, an Rennwochenenden, in den Urlauben, im Betrieb, einfach überall sind wir ein Vater-Sohn-Gespann und wir erzählen das nicht nur nach außen, wir sind wirklich die besten Kumpels. Klar gab es auch das eine oder andere Mal Stress, aber nie existenziell und vor allem immer wieder berappeln wir zwei uns, um dieses Leben mit den besagten Werten zu gehen. Ich habe selber Familie gegründet, bin auch nicht mehr der Jüngste, zarte 43 Jahre und habe mit meiner Frau Sarah, die da hinten sitzt, mittlerweile auch 2 Töchter, Zoe 5 Jahre und Lou 1,5, die dich als Opa so abfeiern, wie sich das auch für deine Generation gehört. Ich habe so viele tolle Erinnerungen, die einfach nie weg sein werden und kann nur demütig feststellen, wie viel Glück ich mit dir als Vater hatte oder habe. Natürlich bin ich ein Mix aus beiden Eltern gepaart mit meinen eigenen Vorstellungen, aber genau das ist eines deiner größten Stärken. Vorleben und verdammt nochmal nicht vorschreiben. Viele Sachen prägen sich ein, aber ich vergesse nie, dass du mir oft erzählt hast, dass du nach dem Tode deines Vaters immer wieder überlegt hast, was würde der Alte jetzt machen. Das passt, glaube ich, zu jeder Lebenslage und ich fühle mich heute mit 43 angekommen und klar wissend, was ich im Leben möchte. Auch ich werde irgendwann diesen Satz im Kopf durchgehen und mache das auch heute schon zum Teil. Nicht aus Zwang, sondern aus tatsächlicher Überzeugung. Ich werde auch meinen Kindern versuchen, ein paar dieser Werte zu vermitteln. Papa, ich schwöre dir, nicht alle. Und nach einer gewissen DNA, an der du sehr großen Anteil hast, vorzuleben. Denn das Leben ist, wie wir alle wissen, sehr vielschichtig und eben man etwas Glück und etwas Geduld hat und alles gut läuft, wird man auch lange leben und diese 80 erreichen. Ich habe mir mit Ralf an deinem 70. gewünscht, auch den 80. mit dir zu feiern und eben nach den Mottos Stein auf Stein und the sky is the limit, lasst uns verdammt nochmal heute alle zusammen auf den 90. verlängern. In diesem Sinne erheben wir auf dich jetzt und das Leben und all diese Menschen in diesem Raum das Glas. Und wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, Papa. Dankeschön. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hans. Happy Birthday to you. Sie können alle stolz auf dich sein. Danke. 1977 begab es sich, dass ein gewisser Herr aus Mönchengladbach gemeint hat, mit seinem Tiroler Hut die Formel 1 zu erobern. Er war nicht qualifiziert. Sehen Sie selber, was daraus geworden ist. Hans Heyer erobert die Formel 1. Ein Film von einem lieben Kollegen vom WDR. Der hat diesen Film uns mitgebracht. Das ist Harry Schlund und auch Bernhard Breinert. Die beiden haben den Film bearbeitet. Der ist im WDR mal kürzlich irgendwann gezeigt worden. Vielleicht hatten der eine oder andere gesehen. Dauert 10 Minuten. Beste Unterhaltung. Hans Heyer und die Formel 1. Ja, liebe Gäste, liebe Freunde, dass da der 27. Mann mitfährt, das ist heute unvorstellbar. Wirst du verhaftet und kommst 10 Jahre nicht mehr aus dem Bau. Ja. So, jetzt machen wir den nächsten Programmpunkt. Wo ist der Kenneth? Der ist schon wieder weg. Gut, der hat auch seinen Job gemacht. Ich denke, jetzt werden wir mal das Thema Fußball und Rennsport behandeln. Und deshalb habe ich mir gedacht, wäre es eine gute Idee, 2 Männer aus dem Fußball hierher zu bitten und den Hans Heyer gleich dazu. Ich denke an die goldenen Jahre von Borussia Mönchengladbach, als die Fohlen-Elf noch einen deutschen Meistertitel nach dem anderen eingefahren hat, in den 70er Jahren, Pokalsieger wurde, EM-Sieger, nicht EM-Sieger als diese Mannschaft, sondern Spieler aus dieser Mannschaft waren im EM-Kader. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den Vizepräsidenten von Borussia Mönchengladbach und den ehemaligen Nationaltrainer
begrüßen kann, nämlich Rainer Bonhoff einerseits und Berti Vogts andererseits. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Und Hans, kommst du auch hierher? So, da ist der Rainer Bonhoff und da ist der Berti. Da haben wir sie alle beieinander. Hallo. So, wir haben ja noch ein zweites Mikro. Wo ist denn das geblieben? Hinter mir. Ja, das nimmst du. So. Also, es ist ja überliefert, dass der Kollege Heyer in den 70er Jahren öfter auf der Bank Platz genommen hat, auf der Trainerbank. Und dem Hennes Weißweiler und auch dem Udo Lattek offenbar mal gelegentlich gesagt hat, du hör mal, ich würde jetzt mal den und den rausnehmen und den einwechseln. Das soll es wohl gegeben haben. War das so, Rainer? Ja, ich war nicht auf der Bank, wir beide waren Stammspieler, deswegen konnten wir da nicht mitreden. Aber ich habe mir das später sagen lassen, dass die Tipps schon mal gekommen sind, ja. Was weiß der Berti Vogts zu diesem Thema? Ja, ich war auch ein paar Jahre älter, war auch nie auf der Bank und deshalb, ich wusste gar nicht zuerst, wer das war. Das ist ja das Allergrößte, wunderbar. Hans, hast du jetzt auf der Bank gesessen oder nicht? Ja, Sicherheit, ne? Also es ist so, ich habe dann also unter Gepreinkes auch zum Beispiel dem mal gesagt, trau dich bitte nicht, mich einzusetzen, weil ich kann wirklich gern Fußball spielen. Eine wunderbare Geschichte. Der Hans Heyer war irgendwo für Borussia Mönchengladbach und auch für die Spieler eine Art Maskottchen. Das hieß immer, wenn der Hans im Stadion ist, wird gewonnen, wenn er nicht da ist, könnte es sein, dass man verliert. War nicht immer so. Was aber geblieben ist an Erinnerung, waren die großen Siege über Bayern. Gerade in den 70ern. Da hat das Stadion gebrodelt. Und zwar nicht dieses, sondern am Bökelberg. Das war auch zwar enger und kleiner, aber auch viel Stimmung und viel Spaß. Und da haben wir alle gerne zugeguckt. Der Hans hat mich zum Fußball verführt. Er hat gesagt, du kommst jetzt gucken, Ende aus, keine Widerrede wie heute. Du trittst hier an und sprichst für mich am Geburtstag oder aber es gibt Konsequenzen. Da musste ich zum Fußball und seitdem bin ich Fan von Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist ja auch sehr wichtig, dass wir also Fans haben und ich kann zwar nicht Fußball spielen, aber ich könnte zum Beispiel das Stadion voll machen. Da habe ich dann so ein bisschen Ahnung vielleicht. Das habe ich dann auch teilweise mal geschafft, wo ich also zum Supermagazin gegangen bin oder zu Alkor und habe gesagt, würdet ihr mal bitte, wenn wir gegen Karlsruhe spielen, ich sage jetzt mal 15.000 Wimpel drucken, die Hälfte ist Borussia, die andere Hälfte ist halt die Antrittskarte. So, und da gab es einen gewissen also, ja, Manager, der also Helmut Grasshoff hieß, der sich also an für sich nicht duzen ließ. Das können die beiden hier bestätigen. Und ich bin dann da reingegangen und ich sage, na Helmut, wie geht es dir? So, so und dann hat er zweimal gezuckt. So, und irgendwann durfte ich das dann also auch. Ja. Nun ist es dir aber auch gelungen, lieber Hans, die Fußballer zum Rennsport zu bringen. Ich habe also mit Berti Vogts und auch mit Rainer Bonhoff am Nürburgring in Hockenheim x Interviews geführt. Und du hast mir die dahin geschafft. Und die haben sich da ganz wohl gefühlt, glaube ich, Herrschaften vom Fußball, oder? Ja, wenn man so einen guten Freund hat und wir waren ja nicht nur im Sport zusammen, sondern wir haben uns auch montags getroffen. Das war die sogenannte Saunaclub. Und dann hat er uns schon mal erzählt, wo man rechts rumfahren muss und links rumfahren. Wir haben es auch probiert, aber hier und da wurde schon mal ein Rennen gefahren. Ist ja keiner von der Polizei hier? Nein. Ja. Und wir mussten ja jeden Freitag ins Trainingslager nach Süchteln. Und da gab es ja vom Stadion, vom Bökelberg aus, gab es einen Kreisverkehr. Und Hans ist vorgefahren manchmal. Und es gab nur eine Parkmöglichkeit da, eine Garage. Und jeder wollte in diese Garage mit seinem Wagen. Und er hat natürlich dann alles blockiert und wir sind links rumgefahren und kamen natürlich dann auch relativ früh an der Garage an und haben da wirklich unser Wagen und drüber. Das hat er uns alles so beigebracht. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass es euch beim Rennsport ganz gut gefallen hat. Ich kann mich erinnern, auch euer Torwart, der Meister Kleff, war auch immer mit dabei, hatte auch seine Freude da und noch so ein paar andere. Ja, die Torleute haben immer Freude. Ja. Bitte? Die Torleute haben immer Freude. Immer Freude, gell? Vor allem gestern Abend, gell? Berti, vor allem gestern Abend, gell? Ich weiß nicht, was gestern Abend passiert ist. Rainer, was war gestern Abend mit dem Torwart? Mit dem Torwart war nichts gestern Abend. Ich glaube, der Wolfgang war nicht da, aber ich weiß auch nicht, ob er einen halten musste. Also ich bin da so weit weg.
Ach, der wollte, Wolfgang, du wolltest ein Fußball spielen, dann bist du falsch im Stadion. Wunderbar. Ja. Nein, aber es war halt so, dass der Hans uns animiert hat, mit unseren Autos doch, sagen wir mal, sicherer umzugehen. Wir hatten ja auch genügend Platz in der Anlage, und als er dann mit meinem Porsche zu mir sagte, von so 60, 70 auf die LKW-Garage zu, und dann sagte er zu mir, und da fahren wir jetzt mal rückwärts rein, und dann sage ich, und du aber nicht, und da standen wir schon. So, ich habe das dann irgendwann mal ausprobiert, aber es ist natürlich aufgrund dieser Größe dieses Garagentores gut gegangen, aber ich stand etwas quer, also habe ich es dann sein lassen. Aber ich habe im Vorfeld relativ oft und häufig in meiner frühesten Jugend vom Hans Heyer die alten Go-Karts gekriegt, bis dass ich mich mal überschlagen habe, den Oberarm verbrannt. Hans sagt, das muss ich erzählen. Das muss ich erzählen. Also ein gewisser Hennes Weißweiler rief mich an und fragte mich, ist Go-Kart-Fahren gefährlich? Natürlich auf seinem deutschen Dialekt. So, und ich habe natürlich gesagt, ich bin also, was weiß ich, 10, 15 Jahre unterwegs, es ist noch nie etwas passiert. Also dann durfte der Rainer dann praktisch Kart fahren, dann haben wir ihm also die Karts fertig gemacht, er ist an jeder Krüchten gefahren, ich war leider nicht dabei, sonst wäre das nicht passiert. So, und dann kam er komischerweise nicht zurück, sondern, und wie er dann zurückkam, fiel er wie viele Wochen aus? 2. So, und dann gab es dann diesen Wilson-Trainer, der hat dann also zu mir gesagt, so als Begrüßung, hör mal du Arschloch, das ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, so, aber es ging noch weiter. Das hat dann also, solange wie er gelebt hat, immer wenn er mich gesehen hat, hat er gesagt, das ist überhaupt nicht gefährlich. Ja. Nur unser bester Mann ist 2 Spieler ausgefallen, gell? Ja. So ungefähr. Aber und Go-Kart fahren kann er immer noch nicht. Zum Thema Go-Kart kann ich Ihnen auch noch eine Schmonzette erzählen. Der Kollege Heyer war der Meinung, dass der Braun mal Go-Kart fahren müsse beim deutschen Meisterschaftslauf. 40 wilde Männer. Ich trainiere mit Mühe und Not und halte mich einigermaßen mit diesem Ding auf der Piste. Ich komme an das Tableau, gucke mir die Zeitenliste an, ich bin Trainingsschnellster. Was war passiert? Der Heyer war bei der Zeitnahme und hat gesagt, den Braun, den leimen wir jetzt, den setzen wir jetzt vorne auf die Pole Position, damit er sich richtig in die Hose scheißt, ja. Dann stand ich da vorne und habe händeringend darum gebeten, dass ich in die letzte Reihe gehen kann, da habe ich nämlich hingehört. Aber der Heyer hat dafür gesorgt, dass ich da losfahren musste. Ich bin sofort Arm hoch in die Wiese und habe sie alle durchgelassen. Es war die Hölle. Dass du mir das angetan hast, mein Lieber, das vergesse ich dir nie. Würdest du heute wieder machen, das denke ich mir. Aber kommen wir jetzt hier zurück zu unserem Geburtstagskind und zum Abend, nämlich, ich glaube, Berti, Sie haben was mitgebracht. Der Hans soll jetzt ein kleines Geschenk kriegen. Ich weiß doch nicht was, aber... Was? Man hat mir gesagt, der Berti hat was dabei. Na, Ben war... Ja, geht schon los. Ben ist das der Vizepräsident von Borussia. Aha. Also beide überreichen, beide überreichen. Also Berti und ich, wir haben uns natürlich was einfallen lassen, so nach dem Motto, wenn der uns schon am Bökelberg begleitet hat und die Einwechslung von uns vorgenommen hat, dann darf er auch nicht ohne ein Geschenk von Borussia Mönchengladbach nach Hause gehen. Wir haben keine Mühen gescheut, also das ist sowas von wertvoll, Hans, das kannst du gar nicht glauben. Da sind alle Spieler drauf, die gestern ein gnadenloses 2-2 gespielt haben. Ja. Und es ist gnadenlos, sag ich dir. Aber ich weiß, dass du noch ein Plätzchen hast. Der Kenneth hat mir das gesagt. Im Büro wäre noch ein Plätzchen übrig für ungefähr 1 Quadratmeter. Und dementsprechend haben wir dir ein Bild eingerahmt mit deinem Trikot, allerdings auch mit deiner Alterszahl, das musste ich dazu sagen. Und darüber hinaus unterschrieben von der ganzen Truppe mit den besten Grüßen. Und ich schließe mich den Worten von Kenneth nochmal an. 90, dann übernehme ich hier oben mit dem Rollator die ganze Veranstaltung. Ja, und dann sind wir dabei. Wunderbar. Hans, wunderbar. Also nochmal, alles Gute, Berti und ich, wir überreichen dir jetzt ein Bild. Eingerahmt, das Trikot von Borussia Mönchengladbach, unterschrieben von allen Spielern, mit den Wünschen der Mannschaft und mit den Wünschen des gesamten Präsidiums, dass wir wirklich die 90 hier voll machen.
Und dann komme ich mit dem Go-Kart hier reingefahren. Wunderbar. Alles Gute und danke für deine Freundschaft über fast 50 Jahre. Das ist verdammte Hacke, lange Zeit. Jetzt steht bei mir noch einer, den haben wir eben in der 10-Minuten-Doku sehen dürfen. Und zwar hat er damals die Geschichte sehr hautnah miterlebt, wie Hans Heyer sich ins Formel-1-Feld geschmuggelt hat. Da müssen wir drüber reden. Herr von Osterroth. Ja, das, was im Beitrag nicht zu sehen war, das wollte ich jetzt kurz erwähnen. Ja, endlich. Und zwar, wie es überhaupt zu diesem Team kam. Eines Tages rief mich Günther Schmidt an, du Jochen, bist doch Formel 1, da ist so ein Team, Penske, das im Moment zu Verkauf. Ich will in die Formel 1, wie machen wir das? Sag ich, ja, Günther, fahr mal hin, kauf mal. Ja, ich kann da kein Englisch, was machen wir da? Sag ich, Günther, kein Problem. Ich rufe bei Karl-Heinz Hofer an, das war der Teamchef, das regeln wir schon. Also flog ich mit Günther Schmidt und seinem Partner Erich Stahlschmidt, das war der Felgenproduzent, also der die Gießerei hatte, flogen wir nach England und da mitten in Creekmore, mitten in der Dunkelheit im Nebel, war auf einmal ein Barackengeviert. Ich sagte Schmidt, wie? Das soll Penske sein, das berühmte? Ja, irgendwo sind die hier. Tatsächlich in einer der Baracken war das Team mit einer ungeheuren Sekretariatsanlage, 2x2 Quadratmeter groß. Da standen unten 2 Chassis mit Motoren und Einzelteile. Sag ich, Günther, dann schau dir alles an, was brauchst du denn? Ja, also haben die hier nicht eine Materialliste? Ich sag, sehen wir doch alles hier. Naja, also dann fangen wir mal an. Also Motoren und Chassis ist sehr gut, aber wozu brauchen wir da diese Gummikappen da? Ich sag, das sind Staubschutzkappen. In Sandford ist in Dünen, da ist Sand, da müssen die Uniballlenke geschützt sein. Muss das sein? Ich sag, Günther, muss sein. Ja, aber hier 6 Sätze Felgen? Nee. Also ich kann selber Felgen herstellen. Ich kaufe keine 6 Sätze Felgen. Ja, sage ich, liebe Günther, das sind Melmac Formel 1 Felgen. Die werden von allen Teams benutzt. Du hast doch noch gar keine Formel 1 Felgen. Die kann ich da herstellen. Ich sag, so schnell geht das nicht, wie es sich herausstellen sollte. Später, als das erste Mal mit einer eigenen Felge beim Grand Prix von Monaco mit Hans Stuck am Steuer antrat, fiel dieser just genau vor mir aus. Warum? Weil eine Felge gebrochen war. Habe ich natürlich in meinem Blatt Rallye Racing so verkündet, daraufhin, dass ich ein halbes Jahr lang Boxenverbot. Kannst du nicht diese Wahrheit erzählen? Ich sage, Günther, ich habe dich immer gewarnt. Na gut, weiter zu diesen Creekmore-Geschichte. Wir kauften also 2 Chassis, 2 Motoren und Günther Schmidt war happy. Und nun mussten die ganzen Autos hier irgendwie nach Deutschland kommen, aber wir hatten noch gar keinen Fahrer. Er sagt, du, Striezel, Stuck wäre doch eine Nummer. Ja, dann ruft den Striezel mal an. Dann fand bei mir auf dem Bett eine Verhandlung zwischen Hans Stuck und Günther Schmidt statt. Die waren sich handelseinig. Leider fiel dann ein paar Tage später Carlos Pacho mit dem Flugzeug in den Urwald und bei Brabham war ein Platz frei. Und wenn ein Bernie Ecclestone einem Striezel Stuck sagt, du, ich brauche dich, kriegst richtig Geld, da ist natürlich ATS, obwohl wir schon Testfahrten gemacht haben, vergessen. Also haben wir blitzartig jemanden arrangiert und da sagt Schmidt, ja, wer ist denn noch? Ich sag, du, ich habe eine Idee. Jean-Pierre Jarier, ein Franzose, ungeheuer schnell, das ist dein Mann. Aber der spricht doch nur Französisch und Englisch. Sagt Günther, also irgendjemand, bei dem wir doch Englisch können. Also ging es nach Long Beach und siehe da, Jean-Pierre Jarier wurde auf Anhieb Sechster. Warum? Weil Günther Schmidt noch keine Möglichkeit hatte, an dem Auto etwas zu verstellen. Das war noch die Penske-Konfiguration, mit der John Watson den großen Preis für Österreich gewonnen hat. Deswegen lief das Auto so gut. Dann kam natürlich Günther Schmidt mit Eigner. Er wusste ja immer alles besser. Das war auch das Problem, dass er einen ungeheuren Verschleiß an Teammanagern hatte. Jetzt kam es zu diesem bewussten Rennen in Hockenheim. Was hier nicht dargestellt war, wie es überhaupt dazu kam, dass mit einer Flagge gestartet wurde. Wir hatten zuvor ein Renault 5 Rennen. Was passierte da? Ein Abschleppwagen hat die Ampelanlage umgemäht. Jetzt hatten die ein Problem. Was machen wir ja? Start mit grüner Flagge geht ja. Das sahen die auch vorne. Da habe ich hinten schon Günther gewarnt, sagt, seht zu, sagt dem Hans, er soll was machen, dass er die grüne Flagge sieht, falls wir starten können. Jetzt hatten wir das Problem, De Velota. Der hatte keinen Motor mehr, musste stehen bleiben. Patrick Neef, die andere Reserve, hatte ich schon nach Hause geschickt, so waren wir erste Reserve. Aber wir waren ja ordnungsgemäß, denn als der Unfall passierte, wo ein Alan Jones mit seinem Shadow rausgekickt wurde, war das ja noch vor der Startlinie. Also starteten ja nur 23 Autos, so waren wir automatisch ja die entsprechende 24. Reserve. Und so hatte ich es damals auch Kommissaren klar gemacht, deswegen kamen es auch keine Beschwerden, keine schwarze Flagge, selbst mit Rallye Racing, ganz normale Auswahl. Das mit den Kommissaren kam erst spät, weil irgendeine geunkt hat, ja so geht es ja nicht. Aber im Grunde genommen das alles irgendwie legal gewesen. Nur das sind die Kleinigkeiten, die man hier natürlich im Film nicht gesehen hat.
Eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich finde ehrlich gesagt so toll, wie Sie Geschichten erzählen, Sie müssen zu mir in den Podcast kommen. Meinen Sie, das kriegen wir hin? Dann bleiben wir in der Formel 1, als mich Harald Ertel zu seinem Teamchef ernannte. Wir sind jetzt ein Formel 1-Team. Jetzt besorgt mal ein Auto. So ging das schon los. Da reden wir drüber. Also ich freue mich drauf, Jochen von Osterroth, demnächst in der alten Schule. Ich bedanke mich. So, jetzt habe ich einen und das ist wahrscheinlich der Hans Heyer am längsten kennt. 65 Jahre. Und zwar ist es der Hupperich, wie Hans Heyer ihn nennt. Richtig. Und Sie kennen ihn aus Schulzeiten. Und zwar aus Adenau, die berühmte Zeit, von der oft auch geschrieben wird, wenn das Hans Heyer in Adenau im Internat war. Ja. Und da hatte ich das große Glück, ihn kennenzulernen. Und er hat mich auch zum Motorsport gebracht. Der Nürburgring war ja in der Nähe. Wenn es samstags, wir hatten ja samstags noch Schule, gebrummt hat am Nürburgring und es war freies Training, dann hat es uns nicht mehr auf den Stühlen gehalten in der Schule und dann sind wir da hochgerannt. Das waren also unsere ersten Erlebnisse. Können Sie irgendwelche Sachen erzählen, die er gerne verschweigen würde? Ja, also ich meine, eins habe ich noch gut in Erinnerung, das passt gut in die Eifel. Da gab es an der Nürburg eine Sprungschanze. Und da sind wir mal als Schnee lag noch damals, in den Jahren, sind wir zusammen nach Nürburg hochgefahren und dann zu der Sprungschanze. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, die Tatsache, er ist 4-mal oben runter gesprungen und jedes Mal auf die Schnauze geflogen. Und zum 5. Mal ist er wieder hoch. Und dann hat er es geschafft. Hat er gesagt, so, und jetzt können wir nach Hause gehen. Und dann hat er vor kurzem, auch mal, als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er mir gesagt, ja, aufgeben gibt's nicht. Und das ist so passend für ihn. Ja, das stimmt. Der ist also ein ganz toller Typ und ich glaube, mit keinem Menschen hätte ich vielleicht so lange ausgehalten. Höchstens jetzt mit meiner Frau noch. Immerhin, also gut, dass Sie das noch hinterhergeschoben haben. Wir haben noch 57 Jahre hinter uns. Okay. Ja, apropos Sie von Ihrer Frau reden, was ging denn da so mit Mädels damals? Kann man das sagen? Also da waren Mädels gar nicht, also von meiner Seite aus waren wir recht fixiert auf Motorsport, Nürburgring und alles, was damit zusammenhängt. Ja, das ist auch richtig so. Wissen Sie, dann muss ich noch eins sagen, was er mir immer verschwiegen hat, wir waren ja einige Jahre zusammen, bevor dann, es war ein Pro-Gymnasium, das ging bis zur mittleren Reife und dann haben sich sowieso alle Wege getrennt. Und der hat mir nie erzählt, dass er Go-Kart-Rennen in Holland fährt. Das habe ich ihm irgendwie ein bisschen übel genommen, sonst wäre ich vielleicht schon früher auf diese Sache aufgefahren. Also das bezeichnet ihn auch, dass er nicht geprahlt hat damit. Also das finde ich auch noch als eine super Eigenschaft. Das stimmt. Hat er damals schon seinen Hut getragen? Nein, den Hut hat er erst getragen. Also ich habe das auch erst mitgekriegt später. Ich bin ja dann auch Go-Kart gefahren. Und wir sind aber nie gegeneinander gefahren. Das bedauere ich auch noch. Vielleicht wäre das auch noch mal möglich. Ne? Diesmal könnte ich ihn vielleicht abhängen. Ich wollte sagen, hättest die Freundschaft auf die Probe gestellt, aber von der Statur her haben Sie einen Gewichtsvorteil. Da habe ich, genau. Und das ist also mir nicht bekannt gewesen. Erst später habe ich es dann in der Presse erfahren bzw. gelesen, wie es dazugekommen ist. Wir mussten ja unsere Go-Karts immer zur Rennstrecke hintragen. Man brauchte also immer einen Schiebjockel, wie man die so nannte. Und dann musste man immer durch eine Kontrolle. Und dem war es lästig, irgendwie sich da immer den Ausweis rauszuholen. Und da hat er irgendwann einem den Hut da genommen oder hat sich den Hut besorgt und hat den dann aufgesetzt. Dann hat er beide Hände frei gehabt zum Go-Kart tragen. Das war also der Anfang, glaube ich, vom Hut. Haben wir es. Ja. Jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir da drauf kommen. Was ich noch erzählen möchte, wir haben ja auch ab und zu mal ein bisschen was gelernt. Wir waren nicht die besten Schüler. Von hinten waren wir die Besten, ja? Also von dem unteren Ende. Und dann haben wir zusammen ab und zu mal was für die Schule getan. Und er hatte ja in einem Haus oben am Berg in Adenau eine Unterkunft. Und da kann ich mich noch gut erinnern, er brachte einen Teller, gehäuft mit Zucker und darüber ist Büchsenmilch geträufelt. Das haben wir gelöffelt. Ach, schön. Das war so ein Erlebnis, was ich noch habe. Also es gäbe noch einige, wenn ich jetzt nicht so spontan hätte. Schön, dass es hier nicht erzählen muss. Aber schauen Sie mal hinten. Ne? Sie fragen sich mal, warum alle immer zuhören. Bei der Schule, die alten Geschichten, das ist das, was zählt. Hier ist Stille hinter uns und ein großes Publikum auf einmal. Ja, Vielen das Dank. ist ja gern geschehen. Und also
sagt, das war und ist noch immer schön. Was mit dem Namen Huberich auch noch mich so berührt hat, das war, dass er mich nach vielen Jahren mal angerufen hat. Hallo Huberich, hat er dann gesagt. Das ist also mein Spitzname. Ne? Der neuere Spitzname ist Huppies. Ne? Aber wie gesagt, zeitgemäß. Ne? Ja, also das hat mich sehr berührt. Und tolle Familie, genau. Alles klar, vielen Dank. Ich habe jetzt noch jemanden gesehen und den müssen wir unbedingt befragen. Es ist nicht ganz Hans' Generation, aber trotzdem ein fantastischer Rennfahrer, und zwar Jörg Müller. Hallo. Jörg. Servus. Hans Heyer, hättest du den gerne mal als Gegner auf der Strecke erlebt? Mein Papa hat den als Gegner gehabt. Daher kennen wir uns auch. Also ich kenne Hans aus, ich glaube, seit meinem dritten Lebensjahr. Da kannte ich natürlich nur nicht, weil als Kind kennst du keine Leute. Aber der Hans hat mit meinem Papa die Kartbahn in Niederkrüchten im Endeffekt aufgebaut. Die haben damals ganz wilde Sachen gemacht, haben eine Streckenverlängerung gemacht, die gar nicht genehmigt war. Die haben einfach mal einen Wald abgeholzt und haben dann eine neue Strecke reingebaut in Niederkrüchten. Und ich kann mich daran erinnern, als kleines Kind wurden dann in Niederkrüchten damals so Boxenanlagen gebaut, also eher so Garagenanlagen. Und da bin ich als kleines Kind mit so einer Schubkarre dahergefahren, habe da Kies hin und her gefahren und Hans Heyer ist mit seinen großen Betongeräten da damals schon gekommen. Also uns verbindet eine lange Bekanntschaft und ja, dadurch, dass er jetzt natürlich auch Autorennen fährt, auch eine lange Freundschaft. Konntest du dir ein paar Tricks von ihm abschauen? Oder was denkst du, wenn du sowas hörst, was die damals gemacht haben? Formel 1 haben wir jetzt gerade gehört, dass er sich einfach hinten ins Feld gemogelt hat. Ich meine, du sprichst ja vom Fach, hättest du dir das vorstellen können? Das ist doch absurd, oder? Ja, ich wäre genau derselbe Typ gewesen. Aber das habe ich von meinem Papa gelernt und ich glaube, mein Papa ist dieselbe Generation wie Hans. Die haben so viel Scheiße gebaut. Papa hat mir mal erzählt, dass die irgendwann zu einer Kart-Europameisterschaft nach Frankreich gefahren sind und sind dann irgendwann an diesem Arc de Triomphe mit den Karts oben auf einem Ford Taunus, haben die Dinger drauf gehabt. Dieser Kreisverkehr Arc de Triomphe, da sind die dann irgendwie rumgeballert, haben die Karts verloren und waren schon ganz bekloppte Hunde damals. Das ist klar. So, jetzt habe ich noch jemanden gefunden und da erleben wir noch eine ganz eigene Seite von Hans Heyer, nämlich Philipp Ben-Josef, und das ist der älteste Mitarbeiter bei ihm in der Firma. Ja, ich bin seit 1976 im Unternehmen, habe noch ein Jahr mit dem Vater, dem Gründer der Firma, Matthias Heyer, zusammengearbeitet und bin viele Jahre im Vorzimmer von seinem Schwager, den Herrn Josef Bomb, der leider verstorben ist, war ich im Vorzimmer und habe jetzt die dritte Generation mit Kenneth Heyer und Ralf Bomb und bin jetzt habe 40 Jahre voll gearbeitet und seit 7 Jahren in Teilzeit. So, also Sie haben auch noch miterlebt, wenn Sie 76 eingestiegen sind, Rennkarriere und Berufsleben. Ja. Wie war denn der Hans Heyer so als Chef? Als Chef, muss ich sagen, war er sehr fair. Er hat meistens, wie im Fußball, zuerst mal die gelbe Karte gezeigt, aber auch öfters die rote. Oh, okay. Ja, er war also sehr streng, aber immer im Sinne der Firma gehandelt. Und er hat das auch den Leuten versucht beizubringen, welche Fehler die gemacht haben. Und wenn die Leute die Fehler nicht einsahen, ja, dann war es dann manchmal so, das wurde dann auch zweimal die gelbe Karte jetzt. Wurden die Spieler immer ausgetauscht, ja? Ja, auf die Ersatzbank. Ja, ebenfalls, ja, das gab ebenfalls so. Okay. Ja. Hat er ein paar von seinen motorsportlichen Tricksereien mit ins Berufsleben nehmen können? Ja, also ich sag, da ich auch anfangs die Zentrale bedient habe, habe ich natürlich auch sämtliche Sportler kennengelernt. Natürlich die Montagsgruppe, wo es dann darum ging, wo ist denn heute Sauna? Ich musste das dann immer mit dem Hans klären. Ja, ist die Sauna heute Abend bei Ihnen? Ja. Und dann wurde der Norbert Flippen, der Manager von einigen Borussia-Spielern, der war ja auch in der Saunatruppe, dem habe ich dann informiert. Und ich habe natürlich dann auch öfters für Borussia im Fohlen-Echo den Tipp abgegeben, weil Hans nicht da war. Und da rief dann Norbert Flippen seine Frau an, wir brauchen unbedingt den Fußballtipp für das nächste Spiel für Borussia. Und dann habe ich dann natürlich meistens so im Sinne von Hans Heyer auf Sieg für Borussia getippt. Ach, so muss das ja. sein, ne? Ja, ehrlich. Bis auf einmal, wo ich nicht da war, hat mein Kollege den Tipp abgegeben und hat dann eine 4:1 Niederlage für Borussia hier im Heimspiel getippt. Und da ist der Hans natürlich
war sehr sauer, dass also 4-1 für die gegnerische Mannschaft getippt wurde, was nicht in seinem Sinne natürlich war. Und das ist dann nachher auch in Polen, Eschurk klargestellt worden. Ich hoffe, den Kollegen gibt es nicht mehr. Nein. So, jetzt hören wir Rainer Braun drin, da müssen wir wieder zuhören, alles oder? klar. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne schön. Der Chefmechaniker, Cheftechniker und Wegbegleiter über viele, viele Stationen. Capri RS, Escort RS, Turbo Capri und. Hier ist Helmut Barth aus dem Hause Zackspeed. Helmut, wo bist du? Helmut! Kommt, sitzt an der Bar. Das ist auch für den Chefmechaniker so richtig, gell? Helmut! Er pieselt, gut. Dann lassen wir mal. Dann fangen wir mal an und schickt dir dann den Helmut bitte hierher, wenn er kommt. Irgendwer wird ihn sehen. So, ihr zwei. Hans Heyer. Gelernt, gelitten oder ja, geknebelt kann man fast sagen. Was hast du, lieber Harald, mit dem Hans denn so erlebt? Erzähl doch einfach mal frei raus. Ich weiß, du bist ein Mann der freien Rede. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man 50 Jahre fast zusammen gefahren ist, beziehungsweise Hans hat ja sehr früh aufgehört. Er hat ja schon in den 80er Jahren aufgehört, Auto zu fahren, wo er noch voll im Saft stand. Muss ich sagen, ich hätte gerne noch viele schöne Jahre mit ihm weltweit noch weitergefahren. Also in Kurzform, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir Zeit haben. Hans habe ich kennengelernt 1969 in Zollner. Ich glaube, da warst du auch dabei. 70, ne? Oder 70. Und da hat er sich benommen wie eine Wildsau mit einem weiß-blauen Köpfchenauto. Ja, ja. Der ist da zwischen euch rumgefahren. Willi Kaufen war, glaube ich, auch dabei. Wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann hat er auch mal ein Auto gefahren in Zollner. Aber der Hans kam aus dem Nichts und hat da vorne schon ganz schön mit aufgeräumt. Ja, und dann ab 73, 74 kam ich dazu. Und allein jetzt den Lebenslauf zu erzählen, das wird den Rahmen sprengen. Ich kann nur so Anekdoten geben. Hans war bei uns R5-Pokal-Gastfahrer. Kannst du dich da gut dran erinnern? Und er war ja auch mit allen Wassern gewaschen, mit allen Schlechtigkeiten, mit allen Tricks. Nur, da hat er von uns mal richtig auf den Sack gekriegt. Da hat er, glaube ich, in der dritten, letzten Reihe gestanden, wollte wutentbrannt die Rennstrecke verlassen. Ja, ich sagte, du musst bescheißen, wie alle anderen auch. Ja, wie ihr? Das sind ja alles gleiche Autos. Ja, ich dachte, von Reihe 1 bis Reihe 20 sind alle gleich. Da war es richtig so. Da hast du Lehrgeld bezahlt, mein lieber Hans. Da muss ich schon sagen. Da war es ein bisschen blauäugig. Aber ansonsten muss ich sagen, er war immer sehr ausgeschlafen mit Helmut Barth, mit Erich Zarkowski und so. Ich sag mal, es gab nur 2 satzneue Querlenker und satzneue Dämpfer oder Federn und da kannst du dich drauf verlassen, wenn die Teile knapp waren. Ich weiß nicht, wie weit der Helmut das bestätige, aber Hans hat sich schon immer im Vorfeld gut eingedeckt mit allem. Ich muss dich noch um einen, übrigens der Helmut Barth ist da. Helmut, dein Applaus. Der Chefmechaniker, der Cheftechniker, über viele, viele Jahre. Große Zackspeed-Vergangenheit. Hör mal, da war doch irgendwas mit Hans Heyers Frau. Kannst du dich noch dran erinnern? Das Gute kommt zum Schluss. Ja, okay, also die Geschichte kommt, aber nicht vergessen. Dann fragen wir den Armin Hahne mal. Lieber Armin, du warst Teamkollege in der Zeit Escort RS, vor allem 2-3 Jahre, mit Hans gefahren. Gegen würde ich jetzt mal nicht sagen, aber man fährt ja immer gegen den anderen, auch wenn es der Teamkollege ist. Mehr gelitten oder mehr gelernt? Ich habe zu Anfang sehr viel gelernt vom Hans. Er hat mich auch sehr freudig aufgenommen, weil ich kam ja direkt aus dem Kart eigentlich. Ich bin nur 5 Rennen im Rundstreckenpokal gefahren und kam dann als Ford-Werksfahrer auch unter anderem zu dir. Und ich dachte eigentlich, dass das Rennenfahren wäre ganz einfach, man müsste nur Gas geben, aber da ist ja so viel drumherum, was man auch dann machen muss und mit Journalisten unter anderem reden, mit Sponsoren reden, sich ums Auto kümmern, den Leuten die richtigen Auskünfte geben über die Einstellung des Autos. Und all das habe ich gelernt vom Hans oder mit Hans und habe ihn mir angeschaut. Dein Teamkollege ist immer der erste Gegner. Aber ich hab sehr viel gelernt und der Hans war immer sehr geradeaus
damit er immer alles hatte, was er brauchte, aber immer geradeaus und ein Hans-Kampf in allen Gassen. Statement gehört. Lieber Helmut Barth, als Cheftechniker am Auto von Hans Heyer ist das ja nicht so einfach, denn auch der Herr Heyer glaubt ja, dass er Techniker sei. Und wenn dann zwei Techniker aufeinanderprallen, wie funktioniert das dann? Wer setzt sich durch? Das war nicht wirklich ein Problem, weil der Hans war ein absoluter Profi und hat natürlich sein Feedback uns mitgeteilt und wir haben dann in gemeinsamer Abstimmung die richtigen Lösungen gefunden. War der Kollege denn schwierig zu handhaben? Gab es manchmal Diskussionen, harte Diskussionen? Eigentlich nicht. Er hat vorhin etwas gesagt und das kann ich nur bestätigen. Er hat aus seiner eigenen Unternehmung, aus der Vergangenheit, auch den Papa Matthias haben wir alle noch sehr gekannt, geliebt, respektiert, hatte dieses Thema Familie. Gemeinsam ist man stark und das haben wir im übertragenen Sinne auch in unserer kleinen Zackspeed-Einheit gelebt und der Hans war Teil dieser Familie. Und deswegen waren wir auch erfolgreich. Wir hatten wenig Reibpunkte, wir haben uns gegenseitig eigentlich angetrieben und haben sehr viel Wert auf Details gelegt. Und der Chef hat euch machen lassen, der Erich Zakowski, der übrigens in Kürze 90 Jahre alt wird, leider heute nicht da sein kann, aus gesundheitlichen Gründen, hat nicht so ganz funktioniert. Aber wir hoffen alle, dass wir seinen 90. gemeinsam dann auch vielleicht erleben können. Es war eine tolle Zeit mit dir und mit Bruno Bunk, der übrigens auch da ist. Bruno, hallihallo, der den Turbo Capri auf die Räder gesetzt hat, vor allem. Ne? Den Super Capri, das war eine wunderbare Zeit, die kommt nie mehr wieder, liebe Freunde, das kann ich euch sagen. Lieber Helmut Barth, es ist schön, dass du heute da warst, dass wir heute gemeinsam haben reden können. Der Hans kann sich gleich noch rechtfertigen, aber erst erzählt der Harald jetzt noch zum guten Schluss den Knaller des Abends. Bitte. Ja, erstmal muss ich noch sagen, die Turbozeit mit den Capris, Langeweile, lieber Helmut, kam bei euch auch nicht auf. Wenn ich denke, die Zeit Harald Erl, Klaus Ludwig, Hans Nietzsche untereinander und ich mittendrin, also es war schon untereinander immer Feuer unterm Dach. Und ich muss sagen, es war aber trotzdem knallhart, aber mit Hans zum Beispiel, wir verstehen uns sehr, sehr gut heute noch, wenn wir auf Mallorca zusammen Abende verbringen. Wir haben uns immer gegenseitig eine Chance gegeben. Wo wir alle ein bisschen Ausraster hatten, war leider am Nürburgring. Da haben wir alle einen Nagel im Kopf gehabt, muss ich wirklich sagen. Und dann mussten wir auch alle in München antreten, da haben wir einen richtigen Einlauf gekriegt. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir alle sehr fair miteinander umgegangen. So, und jetzt zum Schluss muss ich noch sagen, 1977, glaube ich, war es. Hans Stuck war mein Teamkollege. Und ich sage auf einmal zum Hans, ich sage, Hammer, da läuft was Frisches, Neues, Blondes rum. Kannst du die zuordnen? Nee, sagt er, die ist mir gestern Abend schon im Holiday Inn aufgefallen. Da war ich gut, nach dem Training kümmern wir uns drum. Sagt der Stucki zu mir, nee, ich kümmere mich schon drum. Okay, gut. Kommt nach einer Stunde wieder und sagt immer, den leere Kilometer kannst du vergessen, ist dem Hans Heyer seine neue Frau. Habe ich gesagt, Thema beendet, Feierabend, weil der war ein Blickfang, toll gestylt, war neu im Fahrerlager, alles. Wir haben alle große Augen gekriegt, ja. So war das einfach, ne? Das war doch herzerfrischend. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade am freien Markt und dann kann man sich ja mal drum kümmern. Also ich kenne die Geschichte zum Ende her noch etwas anders, dass der Hans im Schlafanzug wohl aus dem Bett gestiegen ist, runter in die Bar marschiert ist, die alle in den Senkel gestellt hat und gesagt hat, wenn ihr eine Frau sucht, dann sucht euch bitte irgendwo anders eine, das ist meine und die kommt jetzt mit mir. Ja, das war mitten in der Nacht, weil der Hans ist schlafen gegangen und wir haben alle noch an der Bar gesessen und waren ein sehr schöner Abend. Auf einmal kommt so um 12 Uhr im Holiday Inn in der Lobby, im Schlafanzug der Hans rein und nicht laut, aber ganz bestimmt hat er seine Marion am Arm genommen und da war der schöne Abend beendet. Wunderbar, ihr Lieben. So, Hans, jetzt kannst du dich kurz rechtfertigen. Komm her. Du hast ja jetzt einiges gehört. Was sagst du dazu? Bitte in aller Kürze. Also zuerst mal, ich habe mit dem Harald natürlich ein sehr, sehr, sehr tolles Verhältnis. Ein tolles Verhältnis. Wir haben uns zwar manchmal gekreuzt und es gibt nur ein einziges Rennen, wo er mich mal getroffen hat, aber das war mit Sicherheit nicht absichtlich, sondern dann hat er sich verbremst. So, ich hatte einen Reifenschaden,
So, das war auf dem Nürburgring und wir hatten aber eine Geschichte, das war anders. Es ging darum, die Meisterschaft zu gewinnen und es ging darum, dass die BMW-Leute sich zusätzliche Munition geholt hatten in der Art von anderen BMW-Fahrzeugen. Und wir waren halt mit 2 Autos nur unterwegs, beziehungsweise bei dieser Lancia-Zeit mit einem Auto nur zu diesem Zeitpunkt. So mit dem Ergebnis, dass also ich ja irgendetwas mehr oder weniger machen musste, so wie auch immer. Und dann haben wir einen zweiten Lancia engagiert und der hatte zufällig dann den gleichen Helm auf, der da drin saß, und den gleichen Rennanzug. So. Und keiner wusste jetzt, wer in welchem Auto war und wer die Meisterschaft gewinnen sollte. So, und dann haben wir die ein bisschen durcheinander gebracht. So, und letztendlich haben wir dann auch die Meisterschaft gewonnen. Gegen eine Meute von, wie viele BMWs waren es? Oh mein Gott. 10. Ja, locker, ne? Schnitzer hat mich auf dem Turbo engagiert. Ja. So, und ich glaube, dass der Herbert Schnitzer, der wäre auch gekommen, der einzige Überlebende im Moment noch von der Abteilung Schnitzer. Der hat aber eine Hüftoperation und das hat er mir bis heute noch nicht verziehen, dass wir ihn so mehr oder weniger gefilmt haben. Ne? Also ich muss nur kurz sagen, als Prämie habe ich damals 10 Mille Startgeld gekriegt, bin nur 500 Meter weit gekommen, weil ich mir vorder rechts das Ventil abgefahren habe und damit war das Thema erledigt. Lieber Hans, hier sind deine ehemaligen Kollegen, Konkurrenten, hier ist dein ehemaliger Cheftechniker. Es ist eine wunderbare Zeit, an die wir erinnert worden sind. Zackspeed, Turbo Capri, wir haben den Helmut Barth gehabt bei Ford im eigenen Werksrennstall mit dem Capria S. Überall warst du dabei, mein Lieber. Du bist über verschiedene Autogenerationen bis hin zur Formel 1 gekommen. Ich muss mich schon wundern, wie du das geschafft hast, gell? Ich möchte noch etwas zum Armin sagen. Also damals war es also so, dass er eine schwere Zeit hatte. Warum? Weil die Autos eben von Woche zu Woche praktisch neu gemacht. Es wurde die Vorderachse besser gemacht, dann wurde die Hinterachse besser gemacht. Ich war jeden zweiten Tag auf dem kleinen Supersprint unterwegs. Uns gehörte praktisch der Nürburgring. Helmut war mehr oder weniger immer dabei und es gab in Wirklichkeit nur 3, 4 Leute. So, und er bekam dann praktisch das, was wir herausgefunden hatten, praktisch ein Rennen später oder wenn wir die Zeit hatten, hatte es auch praktisch an diesem Tag bekommen. Ja, du musst dich jetzt nicht entschuldigen. Ne? Bitte? Du musst dich jetzt nicht entschuldigen. Ich bin da durchgekommen. Ja, ich mache das ja nicht, sondern ich kann es ja nur erwähnen, dass du dann manchmal mit etwas schlechterem Material unterwegs warst, aber auch manchmal mit etwas besserem, weil das, was wir gemacht hatten, durchaus schlechter war. So, oder ich habe jetzt noch einen Kollegen, das muss ich unbedingt mal loswerden hier, der heißt Clemens Schickentanz. So, und ich habe natürlich damals die ganze Geschichte mit der roten Sau gemacht, die da unten auch steht, sowohl was passiert, wie es passiert, und habe dann den Clemens engagiert, habe dann praktisch, wir haben dann gemeinsam gewonnen und die ganze Welt hat dann immer gesagt, da wäre ich alleine gewesen. Das stimmt einfach nicht. Also der Clemens hat einen tollen Job gemacht und Spa ist mit so einem Auto mit Sicherheit nicht einfach zu fahren. Es gab 0 Probleme und wir sind also wirklich als Team unterwegs gewesen, aber der Dieter Glemse hat sie ja gewonnen, der wurde überhaupt nicht erwähnt, weil wir mit dem Mercedes halt theoretisch PR-mäßig, sagen wir mal, ganz, ganz oben waren. Und das wollte ich einfach sich mal loswerden. Wo ist der Clemens? Ist der überhaupt noch hier? Ja? Gut, ihr Lieben, also ich würde die Runde gerne beschließen, den Hans noch einen Moment hier lassen, euch entlasse ich, sage vielen Dank, Helmut ist schon einfach, der ist er, vielen Dank nochmal, dass du da warst, noch einen schönen Abend, euch allen, du bleibst einen Moment hier, denn wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, der offizielle Programmteil ist beendet, lieber Hans, jetzt können wir eigentlich zum gemütlichen Teil übergehen. Ja, natürlich. Also ich finde, ich habe also sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich fand es toll, wie mein Sohn, so wie du das auch schon erwähnt hast, etwas also als Rede gehalten hat, die war erste Sahne. So, ich könnte das nie. So, du kannst das also auch. Du hast das oft genug bewiesen. So, und ich glaube, dass wir bis jetzt alle einen Spaß gehabt haben. Und ich hoffe, dass es noch ein bisschen weitergeht.
Und vielleicht fängt das jetzt an, dass man sagt, Stadionabriss. Um Gottes Willen, da kommt der Vizepräsident, der hat da was dagegen. Ich sage einfach nur allen noch sehr viel Spaß. Deadline ist, glaube ich, irgendwo zwischen 2 und 3 gesetzt, also ist noch viel Luft nach oben. Habt alle Freude mit den alten und auch den neuen Tischnachbarn und ihr kennt euch alle irgendwie. Macht aus dem Abend was Nettes und was ist da noch? Oh, der Rainer kommt nochmal. Jetzt kommt der Vizepräsident, jetzt rumpelt es in der Kiste. Von wegen Stadionabriss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Performance hier heute Abend. Das war nicht nur eine Spitzkehre, das war eine völlig gnadenlos gebretterte geradeausfahrt. Rainer, dir schönen Dank. Der Hans ist auch stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, obwohl du Rückenschmerzen hast. Lass uns noch einen schönen Abend haben und lass den Abend genießen. Also zuerst mal, ich habe also den besten Doktor hier, falls du also die Rückenprobleme nicht los wirst, den werden wir dann gleich nochmal engagieren. So, aber ich möchte nochmal erwähnen, dass wir also, wenn also Schluss ist oder die Leute, die uns vielleicht ein bisschen früher verlassen, dass wir also eine Kleinigkeit noch vorne haben und man sollte die wirklich mitnehmen. Das ist mit Sicherheit eine gute Erinnerung. So, und der Hans wollte noch sagen, Ihnen allen, die Sie da sind, da waren, ganz lieben Dank, dass Sie überhaupt gekommen sind. Wann immer Sie nach Hause gehen, ich bin sicher, Sie werden diesen Abend lange in Erinnerung behalten. Ich habe nichts zu bereuen, da ich mich habe erpressen lassen. Ich war gerne hier und ich werde das lange, lange nicht vergessen, so viele alte Freunde getroffen zu haben. Vielen Dank. Ich möchte, bevor wir auseinandergehen, dichter an den Mund, möchte ich dir, Hans, von deiner weiteren Karriere als Rennfahrer, Paris-Dakar, mit Jörn, eine Wahnsinnstour, diesen Bildband aus dem Nachlass von Jörn übergeben, wo du genau nachlesen kannst, was ihr alles angestellt habt. Und es war eine bombige Paris-Dakar. Dass ihr sie gewonnen habt, war sehr gut. Und die Dokumentation findest du hier. Der Herr Weber hatte Interesse dran, das hast du mir erzählt. Und da habe ich gedacht, dass das zu deinem Geburtstag vielleicht ein guter Anlass ist, dir diesen Bildband zu übergeben, wo du uns sehr viel drin also erstmal vielen herzlichen Dank und man muss natürlich vielleicht etwas zu dieser ganzen Paris-Dakar in diesem Zeitalter sagen. Das fand 16 Tage lang statt. Die längste Etappe waren, glaube ich, 1200 Kilometer. Es gab weder Straßen noch sonst irgendetwas. Wir fuhren einen MAN Werkswagen als LKW. Ich bin natürlich, sagen wir mal, als Profi im Renngeschäft unterwegs. Ich habe natürlich sehr viel mit LKWs zu tun gehabt und ich kenne auch etwas von Sand. Und es gibt heute noch Baumaschinen, die keine Reifen haben, weil die haben wir nämlich geklaut damals. Und wir sind im Endeffekt, haben wir dann die LKW-Wertung gewonnen und der Jos Capito hat das Gesamt-LKW-Reglement gewonnen. So, und ich möchte das nicht missen. Es war einfach relativ einfach zu erklären. Es gab damals noch nicht diese, sagen wir mal, telefonischen Dinge, die man heute überall auf der Welt hat. Meine Frau konnte mich dann nach circa 20 Tagen erwischen und ich habe ihr dann gesagt, das war so toll, würdest du mir bitte Geld schicken, wir fahren jetzt mit diesem verdammten LKW wieder zurück. So toll war das. Es war einfach ein Abenteuer extremster Art. Leider bin ich in einem Alter, wo man das nicht mehr machen könnte, sondern ich würde gerne mit meinem Sohn solch eine Sache machen, aber die Rallye hat sich so verändert, dass es das so heute gar nicht mehr machbar ist. Ich würde es nicht mehr geben. Liebe Frau Puckmeister, lieber Hans, das ist eine wunderbare Erinnerung an einen großen Kollegen, Jörn Puckmeister, viel zu früh von uns gegangen. Wir hätten ihn liebend gern heute unter uns gehabt. Dieses Album möge eine Erinnerung sein an eure Fahrt durch die Wüste, wo mir der Jörn mal gesagt hat, mit dem Hans eine Dakar zu fahren, das ist wie der Kapitän eines Traumschiffs zu sein.
Uwe Mahler beglückt uns immer wieder mit tollen Geschichten auf Facebook. Und du hast eine fantastische Geschichte zu Hans Heyer geschrieben. Jetzt die Tage zu seinem 80. Geburtstag. Du hast ihn natürlich sehr intensiv erlebt, oder? Und auch das Buch über ihn geschrieben, das Fantastische. Also ich habe ihn erlebt seit meinen ersten Tagen als Motorsportjournalist. Da war ich so um die 25 rum. Und der Hans war einer der ersten, die ich überhaupt dann schüchtern mal angesprochen habe. Und ich habe da etwas gelernt, was sich bei dem Hans eigentlich durchgezogen hat wie ein roter Faden. Der hat einem, wenn man ihm eine anständige Frage gestellt hat, eine anständige Antwort gegeben. Und es gab aber auch andere, hat er mir erzählt, mit denen er schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und denen hatte er dann Originalton eine Kolbenrückholfeder verkauft. Ja, sehr schön. Und du hast jetzt eine fantastische Geschichte geschrieben auf Facebook. Vielleicht magst du die nochmal erzählen. Du meinst wahrscheinlich die Geschichte, als Hansens Frau Marion am späten Abend, umringt von Männern meines Alters, damals waren wir 40, und erzählte Schmonzes aus ihrer Familiengeschichte. Und der Hans wollte nach Hause und sah dann diese Szene mit uns 5, 6 Männern um seine Frau Marion rum. Und er hat sie dann bei der Hand genommen und hat gesagt, also wenn ihr noch keine Frau habt, ich habe eine, das ist die hier und den nehme ich jetzt mit nach Hause. Ja, war der Abend gelaufen für euch, ne? Da war der Abend gelaufen, aber der war ohnehin gelaufen. Kannst du dich ansonsten noch an irgendwas erinnern, was du mit Hans erlebt hast, wo du gerne dran zurückdenkst? Ja, klar. Ich erinnere zunächst mal das, was ganz nach vorne liegt. Ich hatte mit dem Hans vor ein paar Jahren mal eine Verabredung getroffen. Da wollte ich ihn haben für eine Talkshow anlässlich einer Buchpremiere, einer Buchpräsentation. Das war auf der Essener Motor Show. Und ich hatte 5, 6 Prominente eingeladen und ich stand an der Stelle, wo wir diese Talkshow abhalten wollten. Ich kriegte das Telefon, ja du, ist ganz schwierig, ich komme nicht rein, ich habe keinen Parkplatz. Du, ich komme später, ich finde keinen Parkplatz. Du, ich glaube, bei mir wird es heute nichts mehr. Um die Essener Motor Show rum ist der Teufel los, man kann nicht reinkommen. Der Einzige, der da war, war der Hans Heyer. Sag ich, Hans, wie hast du das gemacht? Sag ich, ja, ganz einfach. Ich bin vor das Tor hingefahren, habe ein Plakat ausgerollt, habe ein Autogramm drauf geschrieben und da konnte ich reinfahren. So ähnlich wie man ihn eigentlich durch sein Leben kennt, oder? Und ja, wenn man dann dein Buch liest, ist das so toll geschrieben, was du alles an Szenen da zusammengesammelt hast. Und wenn du mich schon bei meinen Episoden packst, muss ich eine Geschichte erzählen und die ist auch bezeichnend und auch bezeichnend für das Verhältnis zwischen dem Hans und mir. Ich habe wiederum als junger Journalist versucht, eine Geschichte damals über diesen sensationellen Turbo Capri zu machen, diese Gruppe 5 Capri. Und ich habe gebohrt, wo immer ich konnte, bei den Technikern von Ford, bei der Pressestelle, es ging überhaupt nichts. Und dann habe ich erfahren, es lag ein Embargo drauf für den Marktführer auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt. Das habe ich dem Hans erzählt, da hat er gesagt, das ist für mich überhaupt kein Problem. Und er hat mir haarklein alles über dieses Auto erzählt. Und die Geschichte erschien da bei Rallye Racing, glaube ich, 3 Tage bevor Automotoren später. So, das ist Hans Heyer, wie wir ihn kennen. Uwe, vielen, vielen Dank. Was wünschst du Hans für die Zukunft? Ich wünsche ihm, dass er immer so agil bleibt und immer so agile Freunde um sich herum hat wie heute. Und vor allem wünsche ich ihm, dass er sich lange freut an dieser tollen Laudatio von seinem Sohn. So, und jetzt steht er bei mir. Einer meiner Highlight-Gäste. Ich glaube, der meistgehörte Podcast bei mir in der Serie der alten Schule. Hier ist er. Willi Kausen. Hallo, Herr Kausen. Hallo, wie geht's Ihnen? Gut. Ja? Immer wieder schön, Sie zu sehen. Jetzt sagen Sie, wie ist Ihr Verhältnis zu Hans Heyer? Wie haben Sie ihn als Gegner auf der Strecke mal erlebt? Ich habe ja sehr wenig mit. Ich bin ja sehr wenig gegen ihn gefahren. Wir sind einmal BMW gefahren, ein Köbchen-Auto. Aber im Grunde genommen haben wir wenig Beziehung zueinander gehabt im Fahren. Aber ich habe ihn als sehr guten Freund kennengelernt, weil es auch nicht weit Wegberg-Aachen ist. Aber gefahren kann ich sehr wenig sagen, wirklich wenig. Die Tricksereien, da waren Sie sicher recht ähnlich auf der Strecke, glaube ich, oder? Ja, aber das war ja einfach anders bei uns. Weil bei Porsche ist ja immer wieder, der Ingenieur hat so stark dahinter gestanden. Weil der Helmut Barth, der das eben erzählte, das ist bei Porsche nicht so gewesen. Du konntest bei Porsche im Grunde genommen nichts alleine machen. Ich hatte ja als Werkskonkurrent hatte ich den Leo Kinonen.
die Sachen, die ich rausgefahren habe, kriegt als erstes mal der Kinnunen und später erst ich. Aber da ist also nicht so, wie das eben erzählt wurde. Okay. Also leicht eine kleine Korrektur. Jetzt muss man sagen, jetzt ist gerade der Hans Herrmann, ist 95 geworden. Seine erste Biografie hieß Ich habe überlebt. Ist das etwas, was man sagen, was Sie als Generation Rennfahrer so ein bisschen verbindet? Ja, das ist es. Das ist es. Ich meine, es ist ja die ganze Porsche-Fahrer und Leute um Porsche herum sind ja alle sehr alt und werden noch scheinbar alt. Das ist das Gute für mich. Der Herr Berlenge, das sind ja alles alte Leute, aber perfekt. Ja, perfekt. Werden wir Sie noch mal in der alten Schule hören? Ja. Ja? Ja. Ach, Herr Krause, Mensch, das ist der meist geäußerte Wunsch meiner Hörer. Das würde mich wahnsinnig freuen. Bleiben Sie gesund. Danke. Feiern Sie noch schön. Danke. Bis bald hoffentlich. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Das waren 80 Jahre Hans Heyer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es fantastisch, dass wir dabei sein durften. Rainer Braun hat megamäßige Geschichten erzählt. Es sind wahnsinnig viele Wegbegleiter von Hans Heyer da gewesen. Und das freut einen immer, wenn man noch so viele Rennlegenden und auch Mechaniker und Teamchefs und was weiß ich noch alles auf einem Haufen sieht. Und ja, ich hoffe, er macht sein Versprechen wahr. Und in 10 Jahren feiern wir hier den 90. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de